So, Entschuldigung. Hallo. Cute Vampire Bird, Wellenbummler, Sarah, hi. So, dann schauen wir mal um. Wo sind wir denn? Da sind wir. Hi, einen wunderschönen Donnerstag. Servus. Es regnet. Volles Highlight, ne? Hör mal raus, Haus. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Donnerstag, der 2. September 2021, 20.25 Uhr. Wie wenn ihr die Uhr lesen könnt. Nun, ihr könnt euch sicher schon alle denken, was als nächstes kommt. Ich weiß es nicht. Habt recht, unsere heutige große Ankündigung. Okay. Wie in einer vorherigen Durchsage erwähnt, ist das Service Center jetzt fertiggestellt. Und das ist noch nicht alles für heute. Wir dürfen auch eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Ah, Kathi, hi. Na, noch nicht so schüchtern. Die Isabel, Melinda. Hallo. Hundi ist da. Hallo, ich bin Melinda. Wie Herr Nook schon gesagt hat, arbeite ich aber jetzt im Service Center. Ich werde zwar nicht bezahlt, aber er erpresst meine Familie. Was? Ich habe noch viel zu lernen, aber ich würde mein Bestes für die Bewohner von Myzien geben. Melinda hat schon Erfahrung auf diesem Gebiet, also wird es sicher eine große Hilfe sein. Aber das war noch nicht alles. Wir haben nicht nur das Gebäude, sondern auch den Festplatz etwas umgestaltet. Aha. Ich bin eine neue Mitarbeiterin. Normalerweise ist der Festplatz für Bewohner und vorbeikommende Händler gedacht. Aber nun wird es dort zu bestimmten Anlässen besondere Feierlichkeiten geben. Das wird toll. Ja, ja. So, und damit wären wir für heute am Ende angelangt. Eine Sache wäre aber noch, dies war meine letzte Durchsage. Ab morgen wird Melinda euch mit Neuigkeiten versorgen. Da grinst sie. Ich werde mich bemühen, euch immer auf dem Laufenden zu halten und hoffe, dass ihr gern einschaltet. Ja, ja, genau. Neues Gebäude, neue Mitarbeiter. Wir haben auch eine neue Mitarbeiterin. Hi, Kathi. Ach so. Ach so. Jetzt kommen wir erst mit. Oh mein Gott, ja gut, stimmt, gar. Ja, ja, genau. Neues Gebäude, neue Mitarbeiter, wir wachsen und gedeihen. Schaut einmal im Service dabei, um zu erfahren, was es Neues gibt. Natürlich werden wir noch eine kleine Einweihungsfeier für unser neues Service Center veranstalten. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Das war dann auch alles, glaube ich, neue. Das ist sehr neu, ja. Das war dann auch alles, glaube ich. Bei Problemen werden Melinda und ich euch natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Tom Nook und die Melinda kennen sich jetzt auch schon bestimmt 35 Jahre, oder? Also irgendwie kommt man zumindest so vor. In jedem Spiel. In jedem. Ausnahmslos. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich habe einiges, ich war gestern auch kurz on, also kurz in Animal Crossing drin. Eigentlich wollte ich den Bankautomaten hin und meine. Ja, ich dürfte jetzt mal raus aus dem Keller. Mein Nook von gilt. Moment. Hallöchen, hier nett aus Lux laut am Apparat. Könnte hinkommen. Die 35 Jahre. Oh. Herr Nepp aus Lux laut am Apparat. Der Verkaufskistenteil ist da. Wir haben gerade 28.060 Sterne auf dein Konto überwiesen. Ja, ja. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Auge benutzt. Bist bald öffentlich im Laden. Hoffentlich nicht öffentlich. Hoffentlich. Also, erstens. Gestern wurde, wir haben ja am Tag davor noch das neue Zimmer bestellt. Das wurde gestern fertig. Kurzes Update, mehr ist es nicht. Hier haben wir quasi jetzt ein bisschen, weil der Durchgang ist jetzt neu. Wir haben hier jetzt eigentlich nur den Hamster. Der Hamsterman. Hamtaro.
Lass uns Sonnenblumenkerne essen. Da, da, da. Dann haben wir, ja gut, unseren Stuff. Das haben wir geschenkt gekriegt. Ich glaube vom Morpheus und vom Fatima. Dann habe ich die schicke, den Boot, den komischen Schwirrel, Regenbogen, T-Shirt-Dings da um und die Anglerweste und die Hosenträger, Fliege, Garnitur habe ich von der Scarlett gekriegt. Nochmal danke dir. Also per Post. Hier ist neues Zimmer. Genau, aktuell mal. Noch nichts Besonderes, aber es ist mal was drin. Das Japan-Zimmer, sag ich jetzt einfach mal. Oder Asienzimmer. Dann haben wir die Taschen voll ohne Ende, weil gestern hat das Museum zugehabt, weil es die Kunstgalerie erweitert hat. Und das Service Center hat zugehabt, weil es umgebaut worden ist. Vom Zelt zum Center. Dementsprechend habe ich lauter Zeug dabei, das ich abgeben mag. Wir haben gestern, ich war echt nicht lang on, vielleicht der Rainbow Katzi, hi, ahoi. Ich habe gestern vielleicht eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht, aber wir haben die Euphenia getroffen. Das ist die Schwester vom Eugen. Ich wusste gar nicht, dass die existiert, aber hey, what? Ab und zu haben wir einen Sternenstab gekriegt. Ich habe es noch nicht gelernt. Sie haben mir nur die Anleitung gegeben. Ich lerne es jetzt mal, was immer das ist. Ich weiß jetzt, wie man einen Sternenstab herstellt. Oh mein Gott, ein Sternenstab. Wir können sternen. Was ist das überhaupt? Was soll ich tun? Etwas herstellen. Sternenstab. Okay, ich habe keinen Sternensplitter. Alles klar, ciao. Hello, alle zusammen nochmal. Gut, so viel Update in der Hood, sage ich mal. Wir haben jetzt ein größeres Lager, das ist nice. Und heraus sind ein paar Fischis. So 7, 8 oder 3, sage ich mal. Post schauen wir uns gleich an. Falls mal der Otter kommt. Als erstes muss ich Zeug abgeben beim Eugen. Das müssen wir als allererstes machen. Dann schauen wir uns die Post an, würde ich sagen. Ja, genau, wie er das Ding noch aufbaut, das finde ich ganz lustig. Also, was drin? Genau, das Zeug hier wächst schon ein bisschen. Goldbaum ist auch gewachsen. Moment, ich habe gerade noch ein Fossil gesehen. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Hui. Hui. So. Genau, hier ist auch Goldbaum. Ich habe das Zeug gerade noch nicht zupft. Das Goldbaum machen wir gleich. Jetzt geben wir erstmal Stuff ab beim Eugen. Der freut sich. Und dann hören wir uns an, dass es eine neue Kunstgalerie gibt und ba. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Nose. Oh, nose. No place to be in meine Dash. Und dann würde ich mal ganz kurz zu der Kathi schauen. Weil bei der Kathi ravanzt halt der Rainer rum. Und der hat gefakten Kunstgegenstand, habe ich gehört. Einen blauen Stein, der leuchtet. Wand. Und zwar hart. Das gefakte Zeug ist teilweise schöner. Muss man schauen. Ist er noch da, Kathi? Ich hoffe doch, oder? Genau, hier ist die Fatima. Ich bin die Fatima, ich habe eine Dunstabzugshaube. Hallo. Solange es draußen ist, einmal schüttet, kannst du gern hier bleiben und ein bisschen trocknen. Merci dir. Ist er da? Okay, perfekt. Sag mal was. Ich sag was. Sag mal was. Ich sag was. Ich habe eine Frage an dich, aber nicht lange überlegen. Ja, antworte einfach ganz spontan. Wenn du einen Tee trinken willst, welche Sorte nimmst du? Ich hätte gesagt Grüntee. Also Früchtetee nicht so. Ist beides nicht so nice. Früchtetee ist gut.
Ich bin mehr so der Grüntee-Typ. Hätte ich Büschel Gras ins Wasser reintauchen und dann so. Na, Grüntee mag ich sehr, sehr gern. Schwarztee ist auch okay. Chai Latte geht eigentlich auch. Ich trinke auch Früchtetee. Aber ja, ja, schon geil. Aber Grüntee wäre Favorit tatsächlich. Schwarze, das bedeutet, du warst sehr beschäftigt und müsstest dich dringend erholen. Kommt das hin? Falls nicht, auch egal. Entspannen das nämlich immer gut. Bim bam. Hallo, Fatima, welcome. Servus. So. Eugen. Nimm's mein Stuff. Hallo. Also, der grüne Haar. Hi. Na, schwerst beschäftigt, Bossi? Lass es plaudern. Und so ein paar Tröpfchen lasse ich mich doch nicht unterkriegen, Bossi. Okay, ciao. Bin traut. Das wächst. Ja, wer bitte du? Ja, wer bitte du? Bitte der Eugen? Ja, bist du der Eugen? Ja, fein. Emils, wenn das mal keine Freude ist. Auch Ihnen ist die Kunstgalerie bereit. Ihre Stiftung haben das überhaupt erst möglich gemacht. Also nochmals herzlichen Dank, Emils. Ja, ja. Zur Kunstgalerie müssen Sie nur die Treppen hinaufgehen. Bitte sehen Sie sich nach Herzenslust um. Wir haben genau ein Exponat zur Ausstellung. Schauen wir nochmal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Eins müsste da hängen. Ah, da ist es. Wir haben die Mona Lisa? What? Okay. Ich habe es vielleicht nicht angeschaut, das Bild. Kann gut sein. Jo, das ist okay. Ich habe es wirklich nicht angeschaut. Ich habe das gekauft, habe es mir eingedruckt und passt. Berühmt gemeldet hat es geheißen, stimmt genau. Dürfen Sie nicht... doch, jetzt steht es. Mona Lisa, Leonardo da Vinci um 1503, Öl auf Pappelholz. Die gute alte Pappel. Das weltberühmte Lächeln angeblich hielt da Vinci das Gemälde bis zu seinem Tod unter Verschluss. Angesichts der Macht, die es noch Jahrhunderte später auf Betrachter ausübt, no, Entschuldigung, verschluckt, Entschuldigung, ist es nur verständlich. Jetzt. So, lieber Eugen, nimm's mein Stuff. Was darf ich für Sie tun? Ich will dir gern was stiften. Und das wäre ein paar Viechers. Ja, gleich mehrere Stücke. Kannst du gerne anschauen. Ja, ja, jawohl, jawohl. Eine Freude, weiß ich. Nimm das gerne. Ist mir bekannt. Ich gebe da alles auf einmal. Machen wir gerne. Fossilien hätte ich analysiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment, wir holen uns kurz das andere noch. Passt schon, ciao. Tschüss. Komm gleich wieder. Bin gleich wieder da. So, wir haben die Schaufel in der Hand. Wo war noch das? Ich hab's doch irgendwo gesehen, oder? Jetzt finde ich es nicht mehr, ne? Mit der Schneiderfrau reden wir auch gleich. War es da drüben? Könnte da drüben gewesen sein. Eventuell. Eventuell. Ja, da war's. Nietzsche, komm her. Nein. Hat keiner gesehen, Gott sei Dank.
Ein Fossil, jawohl, gib. So, jetzt bringen wir dem Eugen. Ah ja, Bambus haben wir noch gesammelt. Beim Festplatz war noch was. Denkst du? Der aufmerksame Betrachter oder Betrachterin entgeht so etwas natürlich nicht. Merci. Jetzt können wir sie bringen. Dann hat er was zu tun. Ist halt beschäftigt. Hello, hello. Fossilien analysieren. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nicht nur einen von, sondern gleich mehrere. Ja, ja, da mal rasch ans Werk. Sehr schön, dass auf jeden Fall etwas Neues für uns dabei. Wir haben noch nicht alle dieser Stücke. Ich bin entzückt an mein Fass. Sie hätten einen sechsten Sinn für fossile Funde. Ich hoffe doch sehr, dass Sie das Museum damit bereichern werden. Ja, mal schauen. Die kulturelle Entwicklung von Myzien voranzutreiben ist ein löbliches Bestreben. Ja, ja. Ich gebe Ihnen die kostbaren Stücke wieder, aber denken Sie immer an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Eugen glücklich. Der Eugen. Kann ich noch mit irgendetwas anderem behilflich sein, mein werter Herr? Ich will was stiften. Fabelhaft, was gedenken Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Da haben wir ja schon was. Na gut, verkaufen gleich. Müssen wir schauen, was der Nepp... Ah, die Goldbäume holen wir uns vorher noch. Was? Ich habe mir noch nichts doppelt gegeben, oder? Nö. Ich schiff den Pop jetzt mal zu mir und rein und das. Ist schon offen, Kathi? Ja, klar, sagt sie. Ich glaube, ich muss meinen Titel auf urzeitliche Existenz ändern. So, jetzt schauen wir ganz kurz Geldbaum. Geldbaum Numero 1. Hallo. Hey, alles gut bei dir? Lass uns quatschen. Wieder einmal geht ein schweißgedeihter Tag zu Ende. Ich freue mich schon auf den Muskelkater morgen. Ich nicht. Da war noch ein Goldbaum, da ist er. Ja, nice. Ritsch. Bin unterwegs, Kathi, ist so quasi. Also ich bin quasi schon da. Er lädt gerade aktuell noch. Ich muss mein Zeug loswerden. Willkommen, Emiz. Herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Rübenpreise, wenn der Rüben hat. 186 Sterne ist heute. Weiß, ja, sagt's Bescheid. Was Interessantes, sag jetzt mal. Ich will was verkaufen. Sag doch mal. Das. Das und das. Oder hast du einiges für uns dabei? Ich rechne das mal kurz durch. So, insgesamt bekämst du 13.220 Sterne dafür einverstanden. Jo, hau raus. Vielen Dank. Wir hoffen, dass wir es recht bald wieder. Möglichst bald. Tschüss. Vielen Dank, Dankeschön. So, Pop ist unterwegs.
Service, da müssen wir auch noch so viel zu tun heute, ne? Service, da müssen wir auch noch rein. Stress ohne Ende. Wer kennt noch nicht den guten alten Animal Crossing Stress? Hallo. Hey, 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 willkommen und heute lüften den Flughafen mal mit Zen. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich würde gern fliegen. Rocher. Du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Sag Bescheid, falls du das einlösen möchtest. Ja, ja, mach mal. So viele Unterlagen müsste ich noch eines wissen. Wo möchtest du hin? Ich möchte jemanden besuchen. Möchtest du den lokalen Modus zu einer Insel? Nein, nein. Oder für Online-Spiel zu einer weiter entfernten? Ja, wäre cool. Online-Spiel bitte. Verstanden, dann lass mich mal eben eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Rocher. Ich berühre nicht. Wie möchtest du verreisen? Der Freundesliste. Eine Flug nach Riptide, da wollen wir hin. Abflug. I'm on my way. So als kleine Vorankündigung, morgen gibt es übrigens kein Animal Crossing. Morgen gibt es Ark. Ja, ja. Bringt eure Sitze in Aufrecht, die Person prüft. Ich habe es gelesen. Die Ortszeit beträgt 20:47 und mit Schauern ist zu rechnen, dafür sind Temperaturen annehmbar. Okay. Gut festhalten, nicht umsonst über die einzige Fluggesellschaft mit Wasserlandungsgarantie. Hallo. Ich bin da. Wo bist du? Also ich habe nur gelesen, es soll angeblich gehen, dass ich bei dem einkaufe. Ich hoffe, es geht auch. Für mich gilt wohl das gleiche wie für dich. Ich brauche Leiter, sagst du? Du für einen coolen Laden. Ich hab dich verloren. Ich bin beim Rainer. Ich komme schon mal rein zumindest, das ist schon mal gut. Also wie der Rainer kann das keiner. Hallo? Die Musik. Willkommen an Bord, schau dich um und lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Ach, das waren die Dinger. Ja, ich weiß. Die Musik, ne. Oh, ganz ehrlich, ich habe schon Dutzende Interessenten für diesen Hinweis. Für diese Hinweisskulptur. Der wie heißt der? Rosé-Stein? Rosette-Stein? Irgendwie so.
Ich weiß, das ist der falsche. Hast auch einen Renner bei dir? Oh, nice. Cool. Also ich weiß, dass es ein Fake ist. Der normale wäre nicht blau. Aber want, ich will den. Nimm. Ich will den nicht spenden, ich will den aufstellen. Weil er blau leuchtet. Was macht der blau leuchtende Stein? Richtig. Er leuchtet blau. Achso, scheiße. Ich dachte, du kriegst gleich. Naja, Mist, trifft nix. Schade. Die Musik, ne. Also mir fehlen nur 20, oh Gott. Ach, das war die mit anderen Beinen, ne? Also, ich schau gern. Ah ja genau, die hat die Sternlohrrinkel, genau. Und die Augen zu. Ah, da hat das Viech die falsche Farbe, glaube ich, gell? Okay. Thank you. Die Musik ist so nice. Moment, aber ich komm mal mit dir mit. Wo du. Wie rennst du eigentlich? Da hinten rum. Oh, ein kleiner. Die Frau hat schon Aufgang, schau's doch an. Und da hat's eine Brücke, oh mein Gott. Und eine Japanmauer, die ist cool. Schau mal rein, pinsefrei. Ach, du hast ein neues Zimmer am gell? Stimmt der, stimmt der, stimmt der. Wie? Ich merke schon, Kathi, die alte Bäckerin. Ich mach Moi, Moi, Moi. Brauch bloß einen Umleis. Ich sehe gerade voll geil. Eine Mietz. Und Animal Crossing Torte.
Bravo, bravo. Ja, schaut super aus, gefällt mir. Schön, schön. Ich weiß nicht, Sarah, wenn ich theoretisch zu dir kommen würde oder dürfte, könnte ich überhaupt noch was kaufen beim Rainer? Ich weiß gar nicht. Was? Ja? Okay. Was redet denn da, Kathi? Irgendwas labert da. Ach, der Fernseher war das. Ach so, alles klar. Ach, da hängt's Muff das Bild. Ich sehe es gerade. Ich kann schon kommen, kein Problem. Gerne, gerne. Bleib nur kurz was. Aha, 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 aha. Okay. Ja, schön. Hast du... Hat sonst irgendwas geändert bei der Karte? Irgendwie neue Bewohner oder sowas? Oder irgendwas in der Richtung? Hast du irgendwas zufälligerweise? So, was man zeigen kann? Was du mir zeigen möchtest? Was du herzeigen willst? Darfst, sollst? Nö, okay. Alles klar, dann bin ich ja schon wieder weg. Dann sage ich Dankeschön. Ich werde... Campingplatz hast du jetzt. Ah, okay. Aber da ist noch nichts. Ah, okay. Ich werde den blauen Stein dann... ich werde ihn dir widmen und ihn irgendwo hinstellen, wo er blau leuchtet auf jeden Fall. Gut, dann nochmal Dankeschön. Da verpiersel ich mich ja schon wieder. Also ich schaue mal ganz kurz in den Laden rein. So ganz nebenbei, wenn ich schon da bin. Kurz durchschauen. Okay. Wissen Sie eigentlich, wenn Ding, wenn Animal Crossing Tiere einen Futternapf verkaufen, essen die da selber draus? Wie ist denn das? Also Katja, nochmal vielen, vielen Dank. Ja, wieder schön Besuch auf Ritter begrüßen zu dürfen. Was kann ich für dich tun? Ich will nach Hause, bitteschön. Wir haben ja auch Hamster, ja gut, stimmt, hast recht, ja. Genau. Alles Rocher. Dann mal allzeit guten Flug, wie wir Dodos zu sagen pflegen. Bei Ark gibt es auch Dodos. Hm. Hier spricht euer Kapitän in Kürze, erreichen wir mit 10. Bitte bereit machen zur Landung. Jo.
Bringt oder sitzt in eine aufrechte Position und prüft, ob auch jeder seinen Gurt angelegt hat. Du hast der beträgt 20,150 und mit Schauern ist zu rechnen. Dafür sind die Temperaturen annehmbar. Regnet es. Kommt schon das schlechte Gewissen. Wegen was? Wegen Arg meinst du? Wegen den Dodos? Oder was meinst du? Hm? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, Tamara, hi. Wahnsinn, du bist das Schnurf. Hey, du siehst heute echt klasse aus. Ich weiß. Oh, ich komme gleich, Sarah. Moment. Ich kann schon voll posieren. Hatscha! Für einen zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wann man mal Hatscha sagen muss. Ja, Hatscha. Okay, da kommen wir gleich. Ich hatte einen Rainer gestern da. Ich bin halt nicht rein zu ihm, weil ich mir gedacht habe, mache ich jetzt nicht. Mag ich, wenn einen Stream machen. Von dem her ist ganz cool. Hey, 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 willkommen am Tor zu den Lüften, Flughafen von Mizien. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben, ich weiß. Aber müssen wir mal schauen, vielleicht können wir heute schon wieder Bewohner. Vielleicht können wir heute auf Bewohnersuche gehen. Muss ich mal gucken. Ich möchte online bitte. Online. Roshi. Rocha. Der Speichervorgang. Er passiert. It happens. Ich möchte verreisen. Per Freundesliste. Nooktopia. Bitteschön. Hau raus, Abflug. Hat eigentlich irgendwer von euch das mitgekriegt? Ich habe mit der Kathi gestern schon geredet über das Thema, dass es, also ich sage jetzt bewusst, Melanzani-Kuh, also eine Auberginen-Kuh gegeben hat und dann ein Gurkenpferd. War das ernst? Also die komischen kleinen Viecher mit den Zahnstochern als Beine? Hat das wer das Zeug? Das hat irgendwie so 14 Tage, glaube ich, wenn man das kriegt, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe schon auf ein Foto gesehen, ich würde es bloß gerne mal in live sehen. Coming. Die Melanzani-Kuh. Hier wieder Captain, ich würde gleich mit Nooktopia, bitte bereit machen zur Landung. Ach, stimmt ja genau. Das war die... Ah, da ist ja. Extrem hübsche, aufgeräumte Info. Das ist das ganz krasse Gegenteil von meiner. Meine ist so Wildwuchs und... Keine Ahnung. Sodom, Gomorra und Wildwuchs. Hallo. Wer bist denn du? Ein Wuffi. Das ist neu da? Ich weiß gar nicht mehr.
Voll versteckt alle, ne? Ah, okay. Hübsches Kleid hat's an, heute. Letztes Mal hattest du dunkle Haare. Bin mir ziemlich sicher. Oh, 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 oh. Ja, voll geil. Ihihi. Moment, ich schau mal, ich will mir den Rest bloß kurz anschauen. Aber die Statue, die habe ich auch gesehen. Voll geil. Das war eine Fälschung. Ähm. Ich schaue gern. Okay, ist auch eine Fälschung, alles klar. Macht die Augen zu, wenn ich drauf... Ne, jetzt... Der hat doch hier die Augen offen, oder auf dem Bild. Wenn ich drauf gehe... Und leuchtet das an, dann macht sie die zu? Nee. Ich schau gern. Na gut, schaut das so aus, glaube ich. Also, die hätte ich gern. Unglaublich, wie das uralt Chateau die Blicke auf sie zieht, nicht wahr? Aber du kennst uns Regel nur ein Kunstwerk pro Person und Tag, egal bei welchem Ankerplatz. Anschauen ist natürlich erlaubt. Ich schaue gern. Das ist auch ein Fälschung, ich weiß. Wenn du magst, kann ich dir das Geld geben für die Statue. Eventuell. Oder hast du schon was gekauft? Das ist kein Problem. Kriege ich schon irgendwann. War das nein oder ja? Ich weiß leider nicht. Was hast du schon gekauft, oder wie? Habe es leider nicht ganz verstanden, aber ich denke, Sarah schreibt gleich. $5.000, das stimmt, oder? Oder waren es mehr? Musst du nur sagen. Nicht? Dankeschön. Achso, Moment.
Alles klar, hab ich. Danke dir. Bin ich ja schon wieder weg. Dankeschön. Nein, sie geht ihm weg. Passt schon. Okay. Hui. Die Socke, die da liegt, ne? Ich finde sie immer wieder cool. Ich muss mal irgendwo kurz legen, glaube ich. Wo war das? Da. Tschüss. Danke dir. Die Piratenbraut. Oder war das? Ich glaube, so Piraten-Outfit, ne? Hallo, immer wieder schön, Besuch auf dem Club begrüßen zu dürfen. Jawohl, was kann ich für dich tun? Ja. Schaut cool aus. Heimkehr wird vorbereitet. Alles Rocher, dann mal Abzug. Ich finde ein paar so, es gibt ein paar so Dinge, habe ich gesehen, also zum Beispiel in den Steinen, die ich jetzt gekauft habe, die Statue, die mir quasi jetzt Sarah gerade gesagt hat, und ich glaube, es gibt noch so ein komisches goldenes Gemälde, wo so eine Frau drauf ist. Das soll sich wohl nachts, soll irgendwie hinten soll ein Geisterbild drauf sein, ich weiß es nicht, mal schauen. Und nachts soll sie quasi den Kopf in der Richtung drehen. Voll geil. Und der Horrorfan wieder durch. Die Temperaturen sind annehmbar. Nicht umsonst sind wir die einzige Fluggesellschaft mit der Wasserlandungsgarantie. Wir wissen, warum Dodos ausgestorben sind auf jeden Fall. Wenn man einen eigenen Flughafen baut für eine Insel mit 4 Leuten, oder mit 10 Leuten, wo genau einer fliegt, rentiert sich auf Dauer wahrscheinlich nicht. Ui, das brauche ich. Ja, ich sag ja. Also, es muss von dem goldenen, ich glaube, ein goldenes Bild mit einer Frau, glaube ich, drauf ist es. Das Original, glaube ich, ist sie kleiner. Also das Bild ist einmal so groß übertrieben gesagt und die Frau ist so groß. Und im Original, also so halb bis 3/4, und im Original, glaube ich, nimmt die Frau fast das ganze Bild ein. Muss mal schauen, Kathi, den Link, den ich heute geschickt habe. Da müsste wir drauf sein. Sarah, du kennst das? Gut, schauen wir, was wir gekriegt haben. Nook Inc. Zur Öffnung des neuen Service Centers gibt es neue Nook-Meilen-Prämien. Mitglieder von Nook Meilen Plus können jetzt außerdem 5-fach Meilen verdienen. Anbei geschenkt zum Anlass. Genau, das waren die 3 Geschenke für das Scarlet gestern. Nochmal vielen Dank. Was haben wir gekriegt? Ein Meilenticket, okay. Kann man die eigentlich stapeln so? Ja, kann man. Noch nie davon gehört. Muss mal schauen. Ich habe es gerade nicht da, aber oder vielleicht hat Kathi den Link gerade da. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag vom Rainer. Da sind auch die ganzen Gemälde quasi mit aufgebildet, mit abgebildet quasi, was Fake ist und was quasi das Original ist, wenn man es nicht kennt. Und was der Unterschied quasi ist. Und da steht es eben von dem Stein dabei, den ich heute bestellt habe bei der Kathi. Der leuchtet in der Nacht blau. Dann gibt es wohl die Statue, die er gerade gemacht hat, die fängt zum Schweben an, glaube ich, in der Nacht, was auch voll cool ist. Und dann muss das Geisterbild muss es wohl geben. Das sind die 3 Sachen, die ich so grob überflogen habe gerade.
Ich kenne dich, du warst schon mal da bei mir. Am zweiten Tag. Im Nux Laden. Guten Tag. Momentchen. Habe ich dich nicht vor einer Weile schon mal im Laden gesehen? Genau. Mach dir nichts draus, falls du es vergessen hast. Aber ich bin Tina. Ich bin eine alte Freundin von Nepp, Schlepp und natürlich auch Tom Nook, eine ganz alte Freundin. Das habe ich von Mizien gehört und kam her, um Kleider und anderen Kram zu verkaufen. Langfristig räume ich davon, hier ein Geschäft zu öffnen, aber erst, wenn ich einen Kundenstamm habe. Okay. Ich werde bestimmt jede Woche ein paar Tage bei euch auf der Insel sein, also sprich mich ruhig mal an. Ja. Ach, weißt du was? Wo wir schon dabei sind, möchtest du mal sehen, was ich heute im Angebot habe? Nö, eigentlich nicht. Na klar. Auf jeden Fall. Spitze, dann zeige ich dir gleich mal, was du heute Tolles bei mir kaufen kannst. Ich sage es auch nochmal, wenn irgendwer was sieht, Bescheid sagen. Kleidung. Heißt Graceful Painting, also wahrscheinlich anmutiges Bild. Das ist eine japanische Zeichnung, glaube ich, ja. Aber es war das mit dem Geist, oder war das ein anderes Bild, Kathi? Liege ich falsch? Das ist das, ach, sau cool. Fatima, hallo. Glaubst du, wir kommen noch alle im Regen an den Regen? Wo ist denn Bim Bam? Lass uns quatschen. Ich hoffe, dass ich mir eines Tages den Regen schon mit jemandem besonders teilen kann. Schon der Gedanke daran verursacht mir Herzklopfen. Kann ich was für tun, Bim Bam? Ich will plaudern. Ist nicht schön, ein Ziel vor Augen zu haben? Ich würde ja gerne schneller rennen können. Also frage ich jetzt alle nach Tipps und Tricks aus, wie ich das am besten anstelle. Einer der an mich herangetragenen Vorschläge lautet folgendermaßen. Immer dann, wenn ich meine Zielzeit verpasse, muss ich vor allen meine Rundzeiten vorlesen. Ganz schlecht ist die Idee ja nicht, aber ehrlich gesagt würde ich mich dabei viel zu sehr schämen. Und so heißt es nochmal von vorn überlegen, sprich mich gern an, falls dir noch was einfällt, Bim Bam. Mir fällt was ein. Kann ich etwas für dich tun, Bim Bam? Lass uns plaudern. Du siehst in dem Löcherpulli absolut perfekt aus, ich weiß. Und unterstreicht deine Coolness, ich weiß. Das soll aber nicht heißen, dass du dafür die Hilfe eines Kleidungsstücks benötigst. Ich weiß. Aber ich habe was für dich. Yeah, hey. Schaut gar nicht so schlimm aus tatsächlich, naja. Hast du lustig gefunden? Hallo, ich kann der Fatima noch nicht schenken, ne? Der wird das Blümchenkleid bestimmt gut stehen. Blümchenkleid für die Fatima. Habe ich genau gehört. Wo bist du? Yay. Apropos Blümchenkleid. Ein Bettpult. Alter!
Ich sollte mir meinen Dirndl für morgen entfusseln. Was ist morgen? Also Scarlets Hund, Haare runtergrätseln. Party? Mona? Also privat oder in-game? Ach, vor der Firma, okay. Kati im Dirndl-Foto möchte. Also komplette Firma, okay. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager verschenkt man später. Ins Lager. Schlupfschuhe. Ins Lager. Was haben wir noch? Futternapf stellen wir gleich hin. Tragen. Geht, aber draußen ist greisliches Wetter. Da haben wir Stiefel. Gibt's am Morgen, heute wurzel ich mich nicht mehr rein. Hat da keiner verlangt. Yay. So. Und jetzt, last but not least, würde ich mal sagen. Service Center. Schau mal rein zu den beiden, ne? Schau mal kurz aus Fenster. Müssen wir noch kurz warten. Sind gerade beschäftigt. Na du? Nuck meinen. Nuck. Was gibt's denn? Was für. Achso. Da. Mein Island, dein Island. Wissenschaft 10 Dinger gewesen. Wow. Einmal. Und zweimal. Einmal. Hinein in die. Hi Mietz, hallo, hallo. Herzlich willkommen in unseren heimlichen Service-Zelt. Dieses hast du bezahlt. Ach, ich sage immer noch Zelt. Es haben wir doch ein herrliches Gebäude und alles nur dank dir. Ich sag's ja. Das hatte ich heute bereits in meiner Durchsage erwähnt, aber bildet eine qualifizierte Kraft, die sich um ein neues Gebäude kümmert. Also, da grinst sie. Was hätten wir hier Melinda, die diese Aufgabe in ihren fähigen Händen nimmt. Pfoten. Du bist das Emitz, ja? Tom Nook hat mir schon viel von dir erzählt. Heute ist mein allererster Tag hier, da werde ich sicher noch viel über meine Arbeit lernen müssen. Aber es gefällt mir schon richtig gut auf den Insel. Ich werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich. Schön gesagt, Melinda und ich werden uns die Arbeit aufteilen, damit es hier gleich noch besser läuft. Er treibt die Schulden ein und sie macht die Buchhaltung. Ich werde mich um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Melinda ist derweil für dich da, wenn du Hilfe in puncto Inselleben, Betrieb oder Organisation brauchst. Jetzt können wir die Insel-Sterne-Dingens machen. Auch dank unserem tollen neuen System bieten wir nun auch niegelnagelneue Leistungen an. Hätte ich dann nur noch eine winzige Bitte an dich, falls es dir nichts ausmacht, zahl dein Kredit zurück. Nimm doch mal an meinem Schaltplatz, wenn du ein Momentchen Zeit für mich hast. Ich hab Angst. Unser Service Center ist jederzeit für dich und ganz mit jeden Tag. Komm vorbei, wenn du magst. Nö, ciao. Ich hoffe, da zahlen wir jetzt die Meilen. Ich konnte mich gestern nicht ein. Okay. Okay, passt. Die Profi-Edition, okay. Nook-Meilen einlösen, was gibt's denn? Was ist ein Sterne-Coupon? Achso, nee, abbrechen.
Taschentricks für Profis. Ein Spitzpfostenstein. Oh je, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Gundam. Dö, 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 dö. Was ist denn los? Alter, beruhig dich. Achso, okay. Und wie viel? Ich brauche den. Achso, okay. Probieren wir mal aus. Okay, Getränke hat er mal dran. In Japan stehen die Stühle halt echt überall rum. Also von dem her. Das. Und das. Aber hauptsächlich das. An jeder Straße 28. Und der ist ja nur teilbar. In, keine Ahnung, 15 Meter Größe oder sowas. Schaut nice aus. Schaut mega nice aus. Gefällt mir auch. Kanaldeckel kann man immer brauchen. Gedenkstein, ja. Bambuszaun holen wir uns auf jeden Fall. Augenfarben für Gewinner. Was sind da Taschentricks für Profis? Meistens die Platzoptimierung in der Tasche tragen. Ja. Unbedingt. Gib. Ich habe jetzt an was anderes gedacht. Taschenspielertricks war jetzt irgendwie so mein Gedanke. Ach, so ist das. Alles klar. Ich habe die tiefsten Weisheiten der Packkunst gelernt. Jetzt bekomme ich massig Zeug in meine Tasche. Bin ich gespannt. Na gut, okay, immerhin. Lernen wir auch gleich. Der Bambuszaun. Wenn wir uns kurz da reinschauen, vielleicht ist ein Roboter drin. Willkommen beim Noob-Portal. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services. Ich wollte die ganzen Meilen raushauen, aber ich nehme mal so einen Sternikup, versuchen wir mal. Einfach nur zum Testen, weil ich weiß schon nicht. Ich denke mal, ich schätze mal 2500. Die Science Profi Edition, das ist eine App, gell? Ist auch nicht schlecht. Generell ist der Godzilla natürlich schon hart Pflicht, würde ich sagen. Das machen wir nachher nach. So, Nook Shopping, was gibt's denn noch? Besondere Waren. Wäscheständer, ja, nice. Regenstiefel, warum nicht? King KK, nehmen wir schon mal. Regenstiefel nehmen wir auch, komm. Oh Gott. Creepy Häschen-Shirt. Kann man später einmal brauchen, bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie schaut es denn kontomäßig aus? Müssen wir kurz schauen. Bankautomat. Wir haben 350.000 Schulden, glaube ich. Okay, wir haben 120.000.
Ach, der Kredit ist noch gar nicht drauf, denke ich mal, oder? Das sagt uns das erst mit der Rechnung wahrscheinlich. Ich war nämlich gestern nicht bei ihm, ging ja nicht. Ich geh mal zu ihr. Hallo, Melinda. Huch, Imitz, du bist ja wirklich super schnell. Hallo, hier in diesem Schalter helfe ich dir bei allgemeinen Fragen und bei Problemen mit anderen Bewohnern. Die Kleinigkeiten besprechen wir bei Bedarf. Ja, kein Grund, einfach so direkt in die Vollen zu steigen. Aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment denn irgendwas auf dem Herzen? Logisch. Ach, ich bin ja so aufgeregt. Mein allererster Auftrag. Tihihihihi. Schluck. Ui, das war jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann. Wie kann ich dir heute helfen? Ach, die Inselflagge. Machen wir auch noch. Inselflagge, müssen wir uns noch ein Logo überlegen. Schau, vielleicht kriegen wir die Erdbeeren mit hin. Ich weiß es nicht. Hallo, Tom Nook. Hallo, Imitz. Dein Zuhause hat jetzt einen zusätzlichen Raum. Was fehlt da noch? Die Rechnung. Mach damit, was du möchtest. Dann gäbe es noch eines. Die Kosten für den Umbau, ja, ist ja klar, da freut er sich. Was 348.000 Sterne ist, hast du deinen Ausschuss. Ach ja, bitte für die Rückzahlungen wie zuvor über den Bankautomaten des Nook-Portals durch. Ist immer ein Vergnügen, die Geschäfte zu machen. Ja, ja, logisch, dass er sich freut. Jetzt haut er aus, was hast du noch? So, ja, das ist der Bauberatungsschalter, okay? Ich hier losberate, lass mich rasch erklären, was genau du bei mir überhaupt so anstellen kannst. Neben meinen bewährten Leistungen stelle ich dir hier nämlich auch bei Fragen zum Thema Bauen zur Seite. Alles, was unser schönes Inselchen noch fescher, flotter und praktischer macht, jawohl. Du kannst du Brücken errichten, Ausgänge wie Treppen und Rampen bauen, sowie Gebäude versetzen. Mach damit, was du willst. Tentakel Dungeon. Als Urlaubsvergnügen steigernde Zusatzleistungen berechnen wir dafür natürlich gewisse Gebühren. Ja, ist ja klar. Wo du nun im Bilde bist, sag doch mal, was kann ich dir denn so Gutes tun? Ich brauche deinen Reit. Hoppla, dann mal frisch ans Werk. Die Arbeit geht los. Eine meiner liebsten Fragen ist ja übrigens, was soll ich tun, weißt du? Gut raus, bei mir nämlich nicht zu teuer, sondern fürsorglich im Vorfeld ins Paket mit eingepreist. Also, willkommen bei der Barberatung. Was hast du auf dem Herzen? Einweihung feiern machen wir gleich. Infrastruktur machen wir. Infrastruktur. Angebote. Lass uns reden, wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hättest du im Sinn? Positionen ändern? Machen wir später, aber ich muss kurz schauen. Oho, ein kleiner Plausch über die strukturelle Gestaltung unserer Insel, wie, aber immer, aber gerne. Weil du als unser Inselsprecher ja sowieso genau die richtige in Sachen Planung und Co. bist. Falls du es mal denkst, hey, also das Gebäude hier würde ich sich dort links hinten viel besser machen. An nicht verzagen, Nooks befragen. Für Umgestaltungswünsche bin ich nämlich der Waschbär vom Fach. Das Bauwerk verschiebt man natürlich nicht mit einer Pfote, also kostet das auch ja auch ein wenig. Aber wer wird schon jeden Sterne umdrehen, wenn es um den idealen Look für das eigene Inselchen geht. Falls du deine eigene Behausung umverlegen willst, dann sprich mich auf die Eigenheimberatung an. Dann sag doch mal, hättest du den Umverlegungspläne für irgendeines unserer schönen Bauwerke? Nö, alles hübsch so aktuell. Aber im Falle der Fälle sprich mich einfach an und verrate mir die Bauprojekte. Ja, ich hätte gerne einen Tentakel-Dungeon tatsächlich. Mach mal Einweihung feiern. Ah, du willst mit feiern, Imitz? Wir feiern gleich mehrere Anlässe auf einmal. Hack, mit denen ist Wally eine Insel im Glück. Möchtest du an dieser Feiern teilnehmen? Jo. Service Center erstmal. Gassi. Ah, ich habe Fotos. Moment mal. Da, das war die Euphemia, die wir quasi gestern gehabt haben, die bei uns da war. Der hat das mit den Sternen schon mal erklärt. Das, gut, die Einweihung haben wir schon Feier gehabt, genau, das war davor. Genau, das habe ich eigentlich bloß fotografiert. Ich weiß nicht warum, aber Nacht, warum nicht? Komm.
Klasse. Lasst uns anfangen. Also dann. Das Service Center wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Danke, vielen Dank. Mizien entwickelt sich prächtig und das ist auch alles euch allen zu verdanken. Ja, ja. Ich muss gestehen, ich dachte zeitweilig, unser kleines Service Center würde stets bloß ein Zoll bleiben. Ach, nun steht euch an, was für eine tolle Einrichtung zum Wohle aller ein Monat raus geworden ist. Dabei möchte ich allen danken, die uns bei diesem Unterfangen unterstützt haben. In diesem Zusammenhang will ich auch meine kompetente Partnerin vorstellen, die mir fortan helfen wird. Melinda, möchtest du auch ein paar Worte an die Bewohner richten? Hallo. Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mich bei euch allen zu bedanken. Merci dir. Wie ihr bereits gehört habt, mein Name ist Melinda. Ich heiße nicht Mirinda. Das ist die Limo. Ich bin erst vor kurzem auf Mizien angekommen und habe sicher noch einiges zu lernen. Aber ich verspreche, ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Kommt zu mir, wenn ihr etwas braucht. Danke, vielen Dank, Melinda. Es folgen ein paar Worte von jemandem, der das neue Service Center überhaupt ermöglicht hat. Dann sagt unser Emits hat das Wort. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Emits? Gut gemacht. Wow. Weise Worte. Ja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Emits. So gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Oh, doch schon. Ich bin nur nicht mehr ganz nass. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen. Das zu drücken, genau, machen wir. Ja, in diesem Sinne, das Service Center sowie Mizien verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra, also. Hurra! Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. Machen wir. Wir feiern nämlich gleich die zweite Einweihung. So schaut's aus. Der hat mir einfach draußen stehen lassen, der kleine Penner. Ich meine natürlich liebevoller Waschbär. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Ich mache keine Einweihung. Also nicht jetzt, okay. Anbauen können wir aktuell, weil wir Kredite offen haben. Was soll ich tun? Nun, du bist ja voller Tatendrang, also folgenderweise könntest du dir die Sache einbringen. Unser Service Center ist ja jetzt in einem herrlichen Gebäude situiert und den Platz kennst du ja ebenfalls. Letzteres wäre wirklich der perfekte Ort für größere Veranstaltungen, wie zumindest nicht mal fände. Eigentlich kaum zu glauben, wie aus einem unbewohnten Eiland ein solch schöner, belebter Ort geworden ist. Und genau diesen Umstand will ich gebührend feiern, weißt du? Ich habe Großes vor, glaub's mir. Gigantisch, gewaltig, großes Hihi. Ja, mehr ist egal. Erzähl mir mehr. Oha, oho, habe ich da etwa dein Interesse gekriegt? Von Ohren auf, die Sache ist so einfach wie bekannt. KK, der Musiker, und den geht's, den Schleif, laden wir zu uns nach Mizien ein. Dann gibt ein Konzert und Emits, du weißt doch sicher, wer KK ist, oder? Aber natürlich. Dein Geschmack spricht für dich, Emits. Wenn bei uns mal Karaoke ist, gibt's für mich beim KK-Klaugelied ja auch kein Halten mehr. Verzeih den Ausbruch an Begeisterung, ich bin eben ein großer Bewunderer von ihm. Jedenfalls wäre eine spektakuläre Publicity für Mizien, wenn KK hier einen Auftritt hätte. Nicht, dass unsere Insel nicht jetzt schon eine Lebensqualität wäre, aber nun ja, ein KK-Konzert wäre wirklich das Sahnehäubchen auf dem Eiskaffee der kulturellen Relevanz. Und da wollte ich mal bei dir fragen, ob du mir bei der Sache nicht beistehen könntest. Falls du mehr erfahren willst, frag mich einfach, was soll ich tun? Ja, dann erzähle ich dir alles. Ja, also ab jetzt kostet es richtig Geld. Was soll ich tun?
Projekt, okay, wie ich es nenne. Ein geplantes Vorhaben ist in 3 Schritte aufgeteilt. Schritt 1, mehr Besucher. Je bekannter unsere Insel ist, desto effizienter unsere Strategie. Schritt 2, mehr Bewohner. Fast dasselbe, bloß müssen sich die Leutchen auch bei uns einnisten. Diese beiden Schritte sollten aus Myzien einen Ort von kultureller Bedeutung machen. Was dann Schritt 3 zur Folge hat, KK hört von Myzien, ist angetan und tritt hier auf. Und da wir zuallererst mehr Besucher brauchen, sollten wir auf unseren Inseln einen Campingplatz errichten. Da könnten die Leute ungezwungen Urlaub, um sich einen Eindruck von unserer schönen Insel verschaffen und auf diese Art viral für eine Image-Steigerung der Marke Myzien sorgen. Wärst du so freundlich, würdest du kurz deinen Nook von aus der Tasche nehmen, Imiz? Ja, machen wir doch. Und erledigt, jetzt hast du eine Anleitung für ein tolles Campingplatz-Baukit, also muss man selber bauen. Sei doch so gut und markiere mit diesem Kit einen Ort für den Campingplatz. Ja, viel Vergnügen. Okay. Jetzt feiern wir eine Einweihung. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Einweihung feiern. Du willst mit feiern, Imiz? Möchte ich. Wir können eine Feier zu Ehren des Umbaus des Museums veranstalten. Hast du Lust? Logo. Hau raus. Also dann, wie bestimmt schon bekannt ist, wurde das Museum erweitert. Was sollen wir feiern? Das wollen wir feiern. Schon 9 Leute auf der Insel, okay. Wie ihr sicherlich wisst, hat ein Eugen gar nicht eingeladen zum Service Center. Anscheinend nicht. Wie ihr sicherlich wisst, hat sich Myzien in letzter Zeit geradezu wundervoll entwickelt. Dafür danken wir den Bewohnern der Insel, die stets dafür zusammenarbeiten. Ja, ja, ich danke euch allen. Ich übergebe das Wort an Eugen als Repräsentant unseres Neuentwicklungen Museums. Eugen, wärst du so gut? Nur, ein Wort oder 2? In der Tat, ich fasse mich kurz. Werteste Bewohner von Myzien. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, Ihnen heute für die Unterstützung des Museums zu danken. Dank Ihrer Unterstützung konnte es zu dieser schönen, oh nein, dieser grandiosen Attraktion werden. So viele Fische, so viele Fossilien, so viele Insekten. Kabelviecher. Ja, wer auch immer einen Fuß, eine Pfote, eine Klaue oder einen Huf in das Museum setzt, sei dankbar. Nun haben wir eine Zugabe, von der ich bereits als flauschiges Eulenküken geträumt habe. Ja, eine echte Kunstgalerie, bereit, um echte Kunst auszustellen. Gemälde, Statuen, echte Kunst. Ein Jupiter meine kulturellen Kuratoren-Träume werden wahr. Und hurra! Ich bitte um Verzeihung, mein Enthusiasmus scheint mich einen Augenblick überwältigt zu haben. Sich zum Thema im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des neuen Museumsflügels bitte ich Sie, die Fundstücke weiterhin fleißig zu stiften und dies nicht nur um des Museums willen, sondern zum umfassenden Wohle aller. Und herzlichen Dank. Also, voll einpennt. Also, nein. Wir danken dir, Eugen, für deine vielen Worte voller Weisheit. Und nun ein paar wenige Worte von der Person, die es mit der Stiftung erst ermöglicht hat. Ja, ich rede natürlich von unserem Imiz. Möchtest du etwas hinzufügen, Imiz? Ich will. Ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Imiz. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken genau hinzutreten sollten, bereit machen sich, Blaublau zu rücken. In diesem Sinne, das Museum sowie Myzien verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra, also Hurra! Ich danke euch allen. Damit werden unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. Voll im Regen feiert die ganze Zeit, ne? Ah, mei, wem's gefällt. So. Wir möchten Le Camping Place to be. Der Regen gießt die Blumen automatisch. Sehe ich schon richtig, oder? Ja. Was brauchen wir denn?
Juwelier. Ich möchte das herstellen. Was ist denn das? Ach, Dschungeltablette. Das war gar nicht ein D. Oder das da. Ach. Das ist mit dem Ding neu gekommen, mit dem einen Set, das wir gekauft haben. Alles klar, oder haben wir es so geredet? Ich weiß gar nicht. Nice. Wow. 15 und 15 Eisen jetzt. Alles klar. In die Tasche. In die Tasche. In die Tasche. In die Tasche. Ich möchte was herstellen. Yo. Wo machen wir denn hin? Das Campingplatz-Baukit ist fertig. Weitermachen. Eigentlich nicht. Oh. X. Ja, du meinst Lager. In das Lager. In das Lager. In das Lager. Ebenfalls in das Lager. Und das auch in das Lager. Gießkanne auch in das Lager. Rest nehmen wir mal mit. Sterne-Ticket schauen wir uns gleich an. Wo machen wir den Campingplatz hin? Brauchen wir Wallbrücken. Unten liegst in die 2 rein. F2. So am Strand. Ja doch, ich glaube schon. Schauen wir runter, wie es ausschaut. Oh. In den Geldbeutel. Und vergraben. Okay. Da unten hätte man vorgeschlagen. Da irgendwo so, hä? Da hier? Direkt da hier? Das ist cool, ich weiß gar nicht. Wie viel Platz brauchen der? Oder gleich, oder oben hoch in die Wälder rein? Das glaube ich ist besser, ne? Wirklich ein bisschen so campingmäßig. Da so hier? Da so rein? Runter und nach links, okay.
So auch. Scheiße, das geht nicht. Ah, belastend. Mäh. Hat er noch den Platz? Machen die Bäume außen und weg. Aber noch ganz rechts ja nicht. Na, pflastern wir mal dahin. Nee, bitte nicht. Ja. Hier ist gut. Da die Bäume trotzdem wegmachen, ne? Wieso? Hat er Platz? Bäh, der gehabt? Na Gott. Platzvergebung ist ein bisschen komisch gemacht, aber gut, naja. Jetzt weiß ich's. Ich hätte gerne diese vortreffliche Melone da. Einfach neu dahin pflanzen, ja, okay. Aber es ist irgendwie schade, wenn er dann quasi die Begrenzung anzeigt und dann, ja. Finde ich schade. Ich glaube, so nah an Gebäuden wachsen sie nicht. Na, schauen wir mal. Ja, man kann es ja hinbauen. Man muss da nicht pflanzen, man kann es ja wirklich hinstellen. Ich glaube, so meinen sie es wahrscheinlich. Also ausgraben und wieder einbuddeln. So nah an Klippen oder anderen Bäumen wachsen ja auch nicht. Ja, gut. Aber ja, genau, sie meint wirklich anscheinend ausbuddeln und reinsetzen. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Eine Wunderkerze. Graugeschirrpapier. Haben wir schon. I forget. Wir haben hier Tabletten. Normaltapete, Streifenmuster, Perlenvorhangwand. Ach, Böden haben wir jetzt. Bäume brauchen ein Feld um sich herum, dass die wachsen. Ah, okay. Genau wie Steine. Man kann Steine ansehen. Okay. Herzlichen Dank. Danke. Aber man kann es halt ausbuddeln. Frucht essen, ausbuddeln, einsetzen. Wenn es so geht, ist alles okay. Wir haben eh viel zu viele Bäume aktuell tatsächlich. Müssen wir ein bisschen ausdünnen jetzt dann. Aber aktuell brauchen wir das Holz noch und das Zeug. Und die Früchte und alles. Und ach, gab 3x3 Feld, okay.
Was man im Kopf hat, man an den Beinen. Ich will das Sterne-Ticket einfach schauen. Das Sterne-Ticket. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Hallo. Willkommen. Herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Ich möchte was verkaufen. Ich hätte ein Sterne-Ticket. Und später Unkraut. 3000 sogar, okay. Okay. Tschüss. Herzlich danke, danke. So. Einmal da rein. Hallo, hallo. Na, schon ein hübsches Ortchen für unseren neuen Campingplatz gefunden. Logo. Natürlich haben wir. Natürlich. Richtig. Dann habe ich ja jetzt persönliche Hand anlegen und mich um den Bau kümmern. Macht das bitte. Wäre das nice. Moment mal. Wo ist es denn da? Na? Was haben wir noch? So. Dann kann ich jetzt persönlich Hand anlegen und mich um den Bau kümmern. Morgen schon werden wir hier einen exquisiten Campingplatz haben, der nur auf Besucher wartet. Hurra! Gut. Und kriege jetzt so die Bewohner. Können wir schon gucken. Ja. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Was soll ich tun? Der neue Campingplatz erstmal in Betrieb ist, sieht man hier sicher bald auch neue Gesichter. Bin mal gespannt, ob wir hier auch mit sehr viele neue Besucher sehen werden. Mal sehen, ob ich nicht auf den einen oder anderen mit altem Nook-Charme zum Hierbleiben bewegen kann. Ach, wie überstürzt von mir. Geduld, Geduld, nichts wird so heiß gegessen, wie es geplant wird. Ein tolles Plätzchen für den Campingplatz hast du ja gewählt. Was würde ich nur ohne dich tun? Morgen werde ich den Campingplatz für interessierte Besucher öffnen. Man darf gespannt sein. Also können wir quasi aktuell wahrscheinlich noch nichts machen, denke ich mal. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Ich möchte... Alles Gute erstmal. So. Ciao. So, piu, piu. So, dann haben wir kurz die Einrichtung wegbringen. Einrichtung, gell? Ja, ne Sofa, oder? Das war ja das hübscheste Sofa, würde ich sagen. Kann ich das umgestalten? Eventuell? Vielleicht? Möglicherweise? Wäre es... machbar? In die Tasche stecken, jawohl. Was soll ich tun? Ich möchte etwas umgestalten. Wenn es geht. Natürlich geht es nicht und das ist belastend. Ich kann Angel umgestalten.
von der grenzenlosen Farbenvielfalt geflasht ohne Ende. Okay, tschüss. Dann bitte nicht ins Lager. Brauchen wir einen Werkzeugwagen? Ich weiß gar nicht. Brauchen wir eigentlich alles soweit. Wasserball tun wir einmal ins Lager. Ja, Couch, gell? Gut, das hat eine Ledercouch aktuell. Hamster TV. Unten links sind Snacks. Am Hamster TV passt. Okay. Und ein Werkzeugwagen, falls wir was reparieren müssen, wenn wir das am Hamster zuschauen. Oh. Ich würde mal schauen auf eine andere Insel, ne? Ich glaube schon. Wir waren im Laden, wir haben mit Tom Newplate, wir haben einen Campingplatz platziert. Otter ist nicht da aktuell. Ich bin mal weg, gehe schlafen, muss morgen früh arbeiten, wünsche euch einen schönen Tag. Okay, Rainbow Katze, danke dir, bis morgen. Oder bis die Tage wieder, danke dir, vielen lieben Dank. Zwecks Inselbesuch schreiben wir uns einfach mal zusammen. Vor allem würde mich die eine Insel, die du gesagt hast, interessieren ohne Ende. Aber sehen wir dann. Danke dir. Vielen lieben Dank. Gute Nacht. Ah, die haben jetzt auch schon zu Fuß 10, egal. Ah gut, okay. Haben wir alles geschafft eigentlich soweit. Nice. Ich werde das wahrscheinlich auch nicht ganz so lang machen. Kann ich gleich schon sagen, ein bisschen kürzer heute. Aber ich muss nämlich morgen genauso früh raus. Leider. Und wie gesagt, morgen gibt es dann Arc. Auf jeden Fall. Mit Jens wieder. Der alten Socke. Stefan, danke dir. Vielen Dank. Merci. Star Trek, hi, servus. Danke dir. Oh Gott. Ist alle weghauen. Hallo. Ich will noch Zeug einsammeln. Dann schauen wir da kurz auf der Insel. Das Lustige ist, wenn stream, dann kann ich nicht angehen, das geht einfach nicht. Keine Scherz. Fatima, hallo. Regenrascheln in der Nacht macht mich immer so müde. Heute werde ich sicherlich herrlich schlafen. Ich will plaudern. Ich schreibe so viel wie möglich von Hand. Viele verwenden bei der Arbeit gar keine Terminkalender im Papierform mehr. Große Schwarzen sind natürlich auch nicht mehr zeitgemäß. Ich habe ein kompaktes Büchlein. Am besten wäre es aber, wenn man sich einfach alles merken könnte und gar keine Hilfsmittel bräuchte. Kathi, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke, vielen lieben Dank. Der Dave wurde besiegt und der neue Stream, was ist? Die Kathi. Danke dir. Vielen Dank. Also habe ich gewartet. Danke dir. Die Bastille-Anleitung.
Andere finde ich habe ein altes Magazin mit Tipps, wie man Popstar wird, durchgesehen und diese Anleitung entdeckt, die musste ich einfach irgendwem schicken. Zur Not per Flasche wird sicher dein Lieblingsstück, deine Süßi, Mimi. Mimi, 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 Mimi. Kartonsofa. Okay. Ich brauche das Kartonsofa, glaube ich. So ein liebes Real. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das brauchen. Wenn. Karton und Sofa, komm. Die Maske ist halt auch voll nice. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Übertreib's nicht wieder. Danke. Danke. Oh mein Gott, das ist so bequem, das Sofa. Nochmal danke. Wirklich. Vielen lieben Dank. Irgendwie schaut es aus wie Hype dran hat sich angekündigt. Ich weiß gar nicht, wie das hinhaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt der automatisch? Muss man das einstellen? Ich weiß es gar nicht. Ich push nur minimal. Ja, minimal ist gut. Ein Abo jeglicher Art oder Bits von einer Person. Und dann kündigt sich der Hype rein an. Hast du da was, also hast du eine Meldung gekriegt? Nee. Siehst du eine Meldung? Also, ich meine, du bist der Mod. Siehst du das? Nee, dann kommt er. Ja, eine Meldung. Ich tatsächlich lustigerweise nicht. Ich habe das Username is not available, verschenkt ein Abo der Stufe 1 an die Community von Apple. Das macht jetzt gerade 11 verschenkte Abos. Abgelassen. Also ich hab's noch nicht gesehen. Okay, also das geht auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Also ich wusste nicht, ob man irgendwas selber einstellen muss, ob das über Tippi läuft, ob das über Twitch läuft, das habe ich noch nicht gewusst. War mal relativ neu. Das lief nicht etwa 2,5. Ach so, okay. Und was muss da passieren? Also hintereinander quasi verschiedene Sachen, oder wie? Achso, vielleicht habe ich es einfach übersehen. Okay. Aber muss mal schauen, weil ich habe das eigentlich. Weil das mit dem Stufe 1 Abo habe ich gesehen quasi. Das war da. Das stimmt, ja. Okay. Was hast du wieder selber wehgetan, Kathi? Ich kann es leider nicht umstellen. Ich habe schon versucht, das geht nicht. Wenn du quasi subst oder wenn du subs verschenkst, dann gilt das quasi, als wenn die Person gesubbt hätte quasi. Achso, ist bei dir gestanden. Okay. Was ging denn, weil ich schon ein bisschen rausgehört habe? Ach so. Ja gut, musste ja gar nicht, Gott willen, ich meine. Also. Jupp, ist mir wurscht, ich wollte es triggern.
Ich sage, ich habe schon geschaut, es geht. Ich muss schauen, vielleicht geht es irgendwann mal. Aber aktuell ist quasi, man kann nur einstellen, dass du dich selber heilen kannst, quasi, das geht. Aber obwohl die Gifte selbst zählen da irgendwie wohl anders. Keine Ahnung, ich verstehe nicht warum. Ich möchte mal ein Ticket nutzen. Nochmal vielen Dank. Ich suche den Film aus. Ich schaue mir alles an. Auf geht's. Yo. Dann los, ab in die Luft mit dir. Die Isa ist online. Ahoi. Du einzig spricht Dorothea. Du empfängst mich. Habe jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Über Rocher, alles stark klar. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger hat noch. Okay, einen guten Flug. Okay, ciao. Brumm. Macht der Dodo. Rocher, kaum zu glauben, aber Flugmarzipan ist sicher auf der Ziele gar nicht spektakulär. Nur zu, ich warte hier am Fliegen ist weg. Komm vorbei, wenn du irgendwas zu einem Flug brauchst. Ob Bienchen oder Bäumelein, natürlich auch, pack's einfach ein. Kilo. Oh. Ist das Unkraut? Ja, Mist. Auch Unkraut? Ja, Mist. Gibt es da bestimmte Fische? Ach man, ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Ich kann es gar nicht sagen. Ich brauche so einen Anglerkurs von irgendjemandem nochmal. Öffnen. An jemand da draußen. Vielleicht verändert diese Bastelanleitung mal deine Welt. Grahaha. Wer immer du bist, hoffe du bist in Bastelstimmung. Das kriegt jeder gebaut. Ende. Klaus. Eine Wildholzwand. Lass uns Samstag angeln. Können wir machen. Ausnüchtern. Die Karte haut sie weg. Ich merke schon. Orangeninsel, ne? Ich hatte jetzt eine Birnen- und eine Bambusinsel. Der Rest waren alles Orangen. I don't get it. Rooftop-Bau, okay. Firma zahlt. Ist so eine Art Betriebsfeier oder Betriebsversammlung einfach, was ihr habt. Thomas' Taxi. Oh. Mir alles wurscht. Ui, den haben wir noch nicht. Ja, ein Kaiserschnapper. Gut, dass ich kein Kaiser bin. Bin jetzt wirklich zum Angeln auf andere Insel geflogen? Ich glaube, oder? Gibt es andere Fische, wenn es regnet? Kann das sein? Kann sein, ja. Ah, okay. Hallo, Meisterfisch, beißen Sie an.
Wie lange mehr Fossilien? Ernsthaft? Okay. Now you tell me what new. Einmal Steinaxt und Hackelbeere finden. Ja, Holz haben wir eigentlich bei uns daheim genug. Aber kein Badeanzug dabei. Kannst auch mit der Schaufel draufkommen. Ja, weiß ich, weiß ich. Aber das ist mir irgendwie zu schade. Voll die Fische sind, ne? Könnte doch ich eine rausziehen. Mein Gott. Ich bin echt dämlich zum Angeln. Ich lerne es aber nicht mehr. Kann das zu einfach sein? Ich weiß nicht. Ich schäme mich. Das war gemein. Fress den Köder. Gleich. Also Fisch am Köder beißt, muss warten, bis Fisch die Köder runter. Ich weiß, aber entweder drücke ich zu schnell oder zu langsam. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also ich weiß nicht. Weiß ich eigentlich? Ja, das ist das Problem. Ich bin zu ungeduldig für das. Waterstückel. Na, tatsächlich, es gibt manche Fische, die man wirklich sofort drücken muss. Habe ich auch schon gehabt. Also da... Katastrophe. Bei einigen bin ich einfach zu schnell, ja, das stimmt schon, aber... Es gibt wirklich welche, die wo... Alter. Fisch. Fress den Köder. Fress den Köder. I want you now. On my fishing rod. Aber das sind die Fische, die du, für die du mehr Erfindungsspitzen brauchst. Also ist eine Learning-Kurve. Oh mein Gott. Das sind die ich nie besitzen werde. Warte, wenn du noch nichts mehr Fisch ist. Alter! Ja, eine Flunder, du bist ja blau. Ach, der wird mir jetzt der flach. Nein! Ach Gott. Ich drück zu schnell. Jetzt kommt er.
Dich habe ich schon. Der Loks, der Loks, der Loks. Das ist zu weit weg, ne? Oh mein Gott. Ein Barst. Das die Barst haben wir schon. Den helfen wir. Dynamitfischen. Ein Hecht. Schon recht, Hecht. Jetzt läuft's. Also Schaufeln dazwischen, also wieder verlernen. Das ist wichtig. Geht es schneller mit der Schaufel? Ich weiß gar nicht. Fühlt sich ganz leicht so an. Ah ja, doch. Haben wir 9 rausgekriegt. Auch rausgekriegt. So, vielleicht kriegen wir andere Fische. Schauen wir mal. Fische. Fische mit Ü. Ich schaff's heute nimmer. Mir stinkt's, dass ich nichts dabei habe. Ich muss gleich tauchen gehen bei uns daheim. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Sind wieder Fischis da? Ja, da ist Fischi. Jetzt warten Fischi, kommt gleich wieder. Den haben wir schon. Ist da noch einer? Ist da noch einer? Ich soll eine Blumenkönig mitnehmen, gell? Wenn wir schon da sind. Angel. Ah, scheiße. Aber verscheucht. Blumenkönig. Wie viel Platz haben wir jetzt? Nein! Ach Gott. Einmal Leiter. Mit der Leiter immer weiter. Blumen, die du schon hast, musst du nicht mitnehmen. Nicht? Okay. Aber ich habe Platz. Pflanzt zwei nebeneinander, dann gießen oder Regen und die vermehren sich. Ah, okay. Oh gut, ich sage, wir haben aktuell Platz.
Immer ein paar mit. Die wollen mich halt echt die ganze Zeit verarschen. Ich merke das schon. Jetzt dreh um und beiß an. Ja, lecker wieder. Oh, das war so langsam. Und wenn jetzt verschiedene Farben von derselben Art nebeneinander setzt, kriegst du neue Farben raus. Ah, okay. Voll die Turtle, ne? Ah, da ist wieder, ne? Dreht um, ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Dreht um. Ja, der schaut nicht danach aus. Eine Schnecke! Eine Schnecke! Schnecke! Den haben wir noch nicht, gell? Sau viel. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Oh mein Gott. Auf der Stelle. Ja. Das Spiel hasst mich einfach. Nein! Jetzt. Wenigstens wieder einer. Ein Barsch, Abmarschbarsch. Geht das nochmal einer? Ach Gott. Ciao. Spritzgebäck an Schokokuchen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne zurück. Tauchen wir bei uns daheim ein bisschen, würde ich sagen. Los geht's. Schau kurz zum Eugen rein, würde ich sagen. Tschaußen. Die Fatima.
Ich will es wissen, komm, einmal noch. Angeln, Endgegner in Animal Crossing. Eine Weißschildkröte. Die haben wir schon. Eine Studie haben wir schon abgegeben, das weiß ich. Eine. Schauen wir, was wir sonst abgeben können. Ich will etwas stiften. Das Bild, ne. Den haben wir schon, gell? Kaiserschnapper. Ja, genau. Gleich mehrere Stücke, doch wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl. Ich freue dir eine solche Spende, nehme ich mit Vergnügen entgegen. Ja, ja. Ich bin schon was. Aber bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab. Kann ich Ihnen noch mit irgendetwas anderem behilflich sein? Nee, passt schon. Tschaußen. Blumen können wir pflanzen. Schauen wir regnet, ne? Wir überwuchern hier einfach alles, das geht schon. Oder Taschennecke. Machen wir da noch Feld hin, würde ich sagen, oder? Da kommt also. Pflanzen. So, das ist jetzt gut. So, die Faltung steht dann. Gute Nacht. Okay, Kathi. Danke dir. Und gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Und ich warte auf Foto. Gute Nacht. Danke dir. Vielen lieben Dank. Platzieren. Könnte dann noch zwischen ein paar Fische zu viel haben. Platzieren. 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 Präsentieren wollte ich eigentlich nicht. Zurück. Und platzieren. Gehst du auch noch? Okay, da genug Platz, das heißt, das ist ja größer, oder? Ah, okay. Na, wenn der Otto mal kommt. Haben wir wenigstens was für ihn, das passt. Nach und nach. So, in das Lager würde ich gerne den Lehm. Das da und das da und das da und das da. Meilentickets tun wir. Moment. Legen wir mal hier hin. Ablegen. Dann vergesst was nicht. Ah, mein Gott, ich bin so blöd. Brauchen wir Taucheranzug. Taucheranzug, wäre nice. Wo ist er? Der Taucheranzug. Da ist er. In die Dash.
Ja, passt. Okay, kurz verkaufen. Kriegen wir schon ein paar Plumpen rein hier da langsam. So nach und nach kriegen wir das. So nach und nach. Ja klar. Gut. Vorne bei dir haben wir auch was Neues. Haben wir auch was Neues abgeben. Passt. Bastler haben wir auch was Neues. Was war das? Das war die komische. Das war in der Wand, ne? Wildholzwand, okay. Die Spezi bucht es online. Fange einen Flusskrebs, okay. Ichthyologe. Fülle deine Phanopedie vollständig mit Fischen und verdiene viele Meilen. Kannst du alle Fluss- und Meeresbewohner erwischen? Hm. Es gibt noch einiges hier, ne? Einmal umziehen, bitte. Und dann ins kühle Nass, in das Wasser hinein. Na komm. Brrr, du bist so kalt. Ein bisschen dunkel heute. Sieht man es beim Regen schwerer? Aber geben tut, das haben wir schon gesehen. Ein Dekuruma-Garnele. Die haben wir schon. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Vorne blubbert. Papitu. Zeig mal her. Ah Gott. Schaffen wir nicht, schade. Könnte ich am Arsch schon. Nächste Blume lassen. Perfekt. Was kriegen wir? Botangarnele. Was genau bot die denn an? Die bot an. Die Witze, ne? Da blubbert's. Perlmuschel haben wir auch schon. Bis jetzt können wir alles verkaufen, ist eigentlich ganz gut. Nächste Blubber. Perle, nice. Haben wir jetzt glaube ich auch schon 5. Müsste 5. sein, glaube ich. Haben noch keine verkauft, ich glaube die bringen auch 10.000 oder sowas.
Ich wollte mit dir aufnehmen, irgendwelche Rezepte. Garnele. Haben wir denn schon? Aber es hat eh wieder einiges passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine größere Taschen haben wir gekriegt. Rathaus ist fertig, Museum ist fertig, beim Rainer waren wir zweimal sogar. Die haben wir auch schon. Haben wir heute schon abgegeben. Ich bin gespannt auf die Sachen, die wir dann kriegen. Freue mich schon. Die haben wir auch schon. Ah, ist das schneller? Nee. Oktopus. Da unten ist eigentlich auch meistens irgendwas, gell, an der Klippe, an der Nähe. Der blubbert auch. Blubber, blubber macht's da. Was weit weg, ne? Ah doch, geht. Geht. Erwisch mal. Haben wir. Aber nicht alles Monetas. Ja, wir können heute Grill definitiv nicht abbezahlen, das weiß ich. Ich meine, fehlen uns 250.000, glaube ich, ganz grob. Aber hey. Eine Qualle. Was bist du? Nochmal eine Qualle. Okay. Nice. Warum auch nicht? Ich schaue jetzt einfach mal komplett rum. Ich meine, wir haben ja noch Platz. Das passt schon. 23 Sachen, ne? Gut, die holen wir uns. Aber was Kleineres. Easy Poké. Ah, die haben wir leider schon. Le Fangstrecke Krebs. Le Fangstrecke Krebs. Ja. Ah, Seeuhr. Haben wir auch schon. Okay, Kammuschlet. Oh, nice. 2 Perlen schon. Cool. Stören. Größeres. Hatte ich. Ja, Leute. Haben wir auch schon, schade. Neues ist leider nicht dabei anscheinend. Aber egal. Gib mir Sternis. Haben wir auch schon.
Na, komm her. Haben wir auch schon. Also ich würde sagen, die Runde machen wir noch. Dann hören wir auf für heute fertig. Weil ein wenig eine kürzere Runde, dafür gibt es morgen wieder länger. Ich habe morgen dann Arc. War jetzt auch 4 Wochen Pause, ich freue mich schon drauf. Fast 4 Wochen Pause. Eine Ohrenqualle. Schneller ist die? Das ist schneller, ne? Langsam, langsam. Oh no! Komm, was ist das Ding da? Das ist aber was Gutes, ich will das. Ich will das Große. Wieder langsam hin. Langsam, 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 langsam. Ist ein Hai davon? Nee. Fischi. Magst du dich fangen lassen, Junge, bitte? Wie der abhaut, ne? Der hat mal da, das gibt's doch gar nicht. Jetzt treiben wir ins Eck. Ja, wir haben eine. Oh, es wird so ein Muschel, okay, alles klar. Warte, ich erwisch mal, komm her. Jawohl. Fallschwanzkrebs haben wir auch schon. Da blubbert's noch. Le Bluebert. Ich gehe jetzt mal kurz hoch zu dem Fisch da. War das ein Hai? Schaut anders aus. Oh, mein Gott. Ich beiß der gleich an, ist ja klar. Jetzt warten wir. Der kommt bestimmt wieder. Ein Fossil. Und merken wir uns da unten. Sammeln wir kurz Muscheln ein. Verkaufen wir die erste Richter mal. Oh, suchen wir unser Glück, ne?
Stiefel, na gut, okay. Immerhin. Immerhin, immerhin. Weiß an. Oh. Nehme ich. Das andere, ne? Kein Hai. Ich denke, das andere war Hai. Die Flossium war. Hätte ich schon gern. Sind eh voll okay. Kaufen wir erstmal. Ich weiß, würde total mehr bringen, aber na komm. Da kriegen wir es gleich aufs Konto, das passt da. Da kommen 40.000, ha? Nehmen wir doch. Was ist das andere da gewesen? Reichtum dank Kopf, dank Top-Ankauf des Tages, was? Meilenstein. Jetzt neue Meilen für Meilen. So komisch das klingt, aber du kannst Meilen sammeln. Wenn du Meilen sammelst, jetzt neu. Nur bei Nook Meilen Plus. Nook Meilen Plus ist ein Produkt von Nook Inc. Okay. Ja, warum nicht, gell? Perlen haben wir mal kurz weg. Nö. Ja. Heben wir es einmal auf. Und die tun wir weg. Ins Lager. Dann schauen wir kurz zum Augen. Vielleicht kriegen wir es Fossil los. Vielleicht. Wenn nicht, dann verkaufen wir es. Angeln üben. Das ist blöd. Alles klar. Nehmen wir auch. Kleinvieh macht auch Mist. Voll süßes Seepferdchen. Jetzt läuft. Jetzt läuft, genau. Jetzt läuft noch ins. So schaut's aus. Auch schon. Dich haben wir auch schon. Schade. Aber dich schauen wir uns an.
Was bist du? So schaut mit dem Hai gerade. Das war bestimmt der Hai. Mein Gott, ernsthaft. Jetzt fresst den Köder. Ja. 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 Aber wieder Profifisch, ne? Ah, belastend. Okay. Ist ja noch mal einer, komm. Einer geht da noch. Ist bestimmt noch. Aber so Hai, oder? Drückst du Daumen. Ich bin so blöd. Vorher das... Mein Gott. Also er zieht sofort wieder an. Ah, es ist so traurig. Ich kann einfach nicht angehen. Weil es einfach nur Dummheit war. Ich verkaufe Orangen, komm. Oh. Ein Kühlschenk. Das wollen wir natürlich. Mit der Zwistel. Nice. Was haben wir? Könner. Abend. Ahoi. Servus. Papiertiger. Ah, okay. Warum auch nicht? Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Tammy, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Danke dir. Danke für den Raid. Dankeschön. Ja. Hallo. Valessa. Agivan Smile. Abend. Ahoi. Was macht ihr schönes Animal Crossing? Also aktuell tatsächlich nur... ja, mein erstes Switch bestellt. Ah, nice. Tammy, hi. Danke dir. Vielen lieben Dank. Eigentlich nur Kredit abbezahlen, glaube ich. Fossilien suchen. Ich versuche die ganze Zeit einen Hai zu fangen. Ich bin aber ultra schlecht im Angeln. Lauchinselbarien. Ah, okay, nice. Animal Crossing ist schon cool. Analysieren will natürlich. Fossilien analysieren. Den Herrn oder die Dame namens Rumsch ist hier nicht anwesend. Leider. Mist. Versuchen kann man es, oder? Nach einiger Überlegung ist der Fall klar. Dieser Objekt ist ein Iguanodon-Schädel. Nice. Bei Time hat es geklappt. Okay. Ja, gut. Mit Dünsch. Achso. Ah. Ja gut, das kennen wir. Ich glaube, das Beste hat bin reingefallen. Moment.
Mag er nicht? Das heißt, analysiert es, dann mag er es nicht? Der ist richtig Heuker. Mit Hartmann, Lexia. Ach Gott. Man kennt, da gibt es noch einige mehr. Was macht's oder was habt ihr eigentlich gemacht, Tammy? Ich schreibe mir noch neue Namen auf. Da gibt es einige. Auch Animal Crossing oder etwas anderes? Tammy, danke dir. Ah, Moment. Ist natürlich Ehrensache. Brauchst du auch Leute? Ich will was brauchen. Ich mag immer, wenn wer vorbeischaut, logisch. Ich freue mich über jeden. Der kommt und lieb ist. Zuerst Pokémon Schwert, da haben wir den 3. Orden geholt und dann noch entspannt Animal Crossing. Ah, okay. Ich bin Animal Crossing tatsächlich relativ neu. Also ich habe die... ich habe angefangen mit... Also ich habe auf der Switch mal... auf der Switch sage ich. Auf der Wii mal eins gespielt. New Leaf. Das war's aber. Und auch nicht lang. Und das hier ist jetzt das erste richtige, wo wir wirklich von Anfang an komplett machen. Sag jetzt mal. Das allererste. Und Pokémon ist es gut. Also ich meine, ich will mir es definitiv auch mal noch holen. Pokémon Schwert und Schild. Also ich denke, das ganz cool ist. Pokémon Unite finde ich cool. Hat was. Hoi Fatima. Bim Bam, wir laufen uns in letzter Zeit ziemlich häufig über den Weg nicht wahr. Logisch. Schau mal was. Mit liest du eigentlich gern? Animal Crossing ist echt ein entspanntes Spiel, ja, voll. Ohne Ende. Na klar. Oh, aber das dachte ich mir schon. Die Bücher werden wir erkennen, wenn noch 3 Meilen gegen den Wind. Bim Bam. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja tatsächlich Hauptschiene, was ich gern gut. Natürlich ist Minecraft zum Beispiel auch dabei, sage ich jetzt mal, aber Hauptschiene, die ich doch ziemlich viel habe, sind. Ich warte auf den Otter. Dass der mal kommt. Aber irgendwie kommt der nicht. Also ich spiele ja gern Horror-Richtung drum. Also ich bin Pokémon... Moment. Concentration. Hab noch. Also ich bin ein Pokémon-Suchti, deswegen liebe ich Pokémon Schwert. Das sagen die einen auch puh ne blöd und die anderen mögen das. Ja gut, das stimmt. Aber gut, ich muss sagen, Horror ist auch nice. Horror ist Beste. Wenn du willst, mache ich auf und führe ich etwas rum. Auf deiner Insel? Ich schaue gerne auf andere Inseln. Gerne. Warum auch nicht? War ich heute schon bei 2, 3? Generell immer gerne. Cool, komm gleich. Danke dir. Ich leg mal meinen Seebarsch da kurz ab. Und umziehen wir uns. Okay, dann schauen wir noch zu Agi Vans Mile. Warum auch nicht? Aber ich sage Horror, ich mag's, ich lieb's, ich brauch's. Es hilft nichts. Wir haben jetzt vor kurzem Visage durchgespielt. Wir haben Moment mal. Was ist mit dir los? Sag mal, hattest du beim Angeln jetzt auch so eine fiese Pechsträhne? Ja, ohne Ende. Ich natürlich nicht. Keine Meter. Wäre trotzdem cool, wenn mir was Spezielles fangen könntest.
So ein Tilapia wäre echt angesagt. Tilapia. Okay. Vergesse ich sowieso wieder. Ich habe noch einige so kleine... Ja, also ich habe noch einiges an Spielen, sag jetzt mal, was noch kommen wird, was Horror angeht. Freue ich mich drauf, ohne Ende. Morgen geht's weiter mit Ark bei mir. Das war jetzt auch 3-4 Wochen Pause, habe ich vorher schon gesagt gehabt da. Endlich wieder. Lieben Dank an die Person. Das war die Kathi. This username is not available. Hat das Abo geschenkt. Ist aber leider nicht mehr da, das ist schön ins Bett. Aber ich richte sie aus. Ich wäre jetzt wohl raus. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und einen super angenehmen Stream. Vielen Dank euch noch. Danke dir, Tammy. Vielen lieben Dank. Dann schauen wir kurz zu Agi. Und Körner, du hast deine erste Switch bestellt, was ich vorher noch gesehen habe. Bestellt man nochmal mehr wie eine? Ich weiß gar nicht. Warum ist das so, dass man eine Person nie lange guckt, weil sie zu spät das wahre Gesicht zeigen? Warum ist es so, dass man eine Person nie lange guckt, weil sie zu spät das wahre Gesicht zeigen? Zu spät das wahre Gesicht. Hm? Ich weiß nicht. Also ich kann so viele sagen, Ach so. Gerne mal. Wenn sie halt am Anfang zu ehrlich sind, guckt man die Person länger. Als wenn sie halt am Anfang an ehrlich sind. Ja gut, es kommt immer drauf an, was man macht. Ich meine, klar, verstellen ist immer schwierig. Aber ich meine, wie verstellen, was meinst du genau? Ich möchte jemanden besuchen. Und bitte über Online-Modus. Ich meine, bei mir ist es auch so, ich spiele auf was ich gerade Lust habe. Ich will zwar dann schauen, dass ich mal irgendwann einigermaßen feste Tage mache, so wie ich schon mal gesagt habe, zum Beispiel so eine Art Friday, wo dann Horror kommt oder so Zeug, einfach mal, dass sich die Leute ein bisschen drauf einstellen können, würde ich schon gern machen. Rocher. Aber gar nicht so leicht aktuell bei mir. Speichervorgang, bitte nicht Paarungopf. Wie möchtest du verreisen mit Freundes... Also Dodo-Code. Dodo-Code. Ganz kleinen Moment. So, einen Flug nach El Perro. Ich möchte dahin, ja. Abflug. Aki Van Smile hat mir den Kokra geschickt. Also schauen wir uns die Insel mal an. Ich wollte es bloß nicht öffentlich machen, wenn ich schon per ja, Direct Message quasi kriege, dann denke ich, soll es nicht öffentlich sein. Inselreise. Waren wir tatsächlich schon auf 2. Aber ganz am Anfang. Bei der Kathi waren wir, wo du das Abo hier hast zum Beispiel. Haben wir aber nur was vom Rainer gekauft. Und bei der Sarah waren wir. Haben wir aber auch nur was vom Rainer gekauft. Also die Sarah hat es für uns gekauft. Ich habe das Geld gegeben, weil man kann ja nur einmal was kaufen. Absichtlich gefälscht
Lecco mio. Absichtlich gefälschte Sachen, weil ich die cool finde. Silenzio, warte mal. Also, ich. Nach und nach. Danke dir, vielen lieben Dank. Aber aktuell noch nicht, tatsächlich. Ich will schon ein bisschen selber spielen und ein bisschen selber schauen. Genau, ich will alles selber machen. Ich habe von der Scarlett schon immer wieder was geschickt gekriegt. Können wir gerne machen, wir können uns ja gerne öfter mal treffen, ist überhaupt kein Problem. Gerne. Hallo. Hi. Ich schaue gerne immer wieder vorbei. Die Federn noch nicht. Kanaldeckel, oh mein Gott. Goldene Rosen. Gib noch einen Regenschirm. Ich brauche keinen. Auf zum Partystrand, okay. Ich habe ein Cappy, das passt schon. Ist die gestorben? Weil der Bild draußen hängt, oder? Was ist da los? Wer bist du? Gunnar, hey, sehr freut man nennt mich Graf Gunnar von El Perro. War nur Spaß. Ich bin auch noch keine Ewigkeit hier, ohne Witz. Paul, wie heißt du eigentlich? Gundeldeckel. Emits, echt cool. Würde mich freuen, die öfter mal zu begegnen, Emits. Barbecue und Tiki Bar, oh mein Gott. Das Ding ist cool. Ach, das ist so ein Kunstding, ne? Das ist auch eine Fälschung. Mag Gunnar nicht. Ich finde ihn cool. Ich mag Gunnar. Doch, der hat was. Das ist eine Katz, komm. Oh, Gunnar ist im Weg. Tiki Bar, okay. Voll nice. Ich hätte gerne einen Touchdown. Ist das vorbei? Wie lange bist du dran gesessen an der Insel? Also, ich sag mal, ich habe den Rest zum Kino. Oh mein Gott, Kino ist sau cool. Kleinen Moment einmal. Ich muss kurz freigeben, weil die gerade mit Abos wieder irgendwas blockiert hat. Moment einmal. Kann man eigentlich zweimal geschenkte Abos von gleichen bekommen. Man kann... Oh mein Gott. Nee, also quasi du kannst das von mir quasi, also du kannst nur ein Abo kriegen. Also man kann dir glaube ich mehrere Abos schenken für, ach das ist Kino cool. Für mehrere Monate glaube ich, das geht schon. Aber ich kann zum Beispiel jetzt 2 Subs hintereinander kriegen, von mir das glaube ich geht nicht, ne? Okay, mit Getränkespender, mit Zuckerwatte, mit Popcorn, mit, oh mein Gott. Haha, ist das süß. Das ist das Osterhausen. Bantanverkauf. Sieht aus wie AK Bingo oder irgendwie sowas in Richtung in der japanische Idol-Serie, hundertprozentig. Immer typisch. Um die Leute und die Leute unterschiedliche, am besten möglichst unterschiedliche Charaktere. Die Kathi, die das Abo geschenkt hat, ist tatsächlich der Mod. Ja. Die ist aber schon im Bett. Heute. Okay, ich werde ausgeführt, ich merke schon. Ja, so früh. Wir arbeiten ja alle ganz regulär. Muss morgen früh auch wieder raus. Ah, du hast auch die Fatima. Hallo. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel. Verstehe. Emit heißt du also, freue mich. Mein Name ist Fatima.
Schön mal jemanden von außerhalb kennenzulernen. Blub, blub. Blub, blub, sagt die bei dir. Immer zum pinken Strand. Oh mein Gott. Ich habe leicht Angst. Das geht. Mario Golf tatsächlich, also ich hab's nicht, sagen wir es so. Ich habe Mario Kart spielen wir regelmäßig. Aber Mario Golf habe ich nicht. Zumindest noch nicht. Mal schauen. Warte mal, wer bist du? Du bist das, du bist Froni. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Ach so, von Mizien zu Besuch. Freut mich und du heißt Emit, sehr schön. Du bist herzlich eingeladen, jederzeit bei mir vorbeizuschauen. Was war das jetzt? Freund heute bekommen. Ah, cool. Also es soll ganz gut sein, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ach, das sind die nächsten Dinger, ne? Die von dem komischen Seehund oder was das gibt. Ist ja cool, okay. Nice. Hast du quasi für jedes Ding, für jeden Bereich einfach ein Motto überlegt, sag ich jetzt mal. Weil es doch ziemlich strukturiert, sag ich jetzt mal, jedenfalls ist das die, ja. In der Mitte die ganzen Häuser. Ja, jetzt eigentlich zum Heiratsantrag, oh mein Gott. So gut kennen wir uns vielleicht noch nicht, gell? Ach, und Miitopia auch. Oh, nice. Habe ich leider auch nicht. Teil des Hochzeitsevents. Ah, okay. Oh mein Gott. Den Teil mag ich. Das schaut sau cool aus. Wo bist du hin? Links oder rechts? Ich weiß gar nicht mehr. Hau mir ab, schaut das cool aus. Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, da, Moment. Ach, da ist er. Da hinter? Was? Wie alt ich bin, darf man schon fragen. Ich kann antworten, wenn du magst. Moment, ich muss bloß kurz mal irgendwie rauskommen. Jetzt. Ich bin 36. Tatsächlich schon. Oh, noch voll jung. Naja. Gibt Jüngere, sagen wir es so. Also das finde ich sau cool da. Das schaut, also mit den Viechern und dem ganzen Zeug, das schaut schon super aus. Ging es zu meinem Freund natürlich. Okay. Ich weiß nicht, darf ich fragen, wie alt das du bist? Ich sehe dich schon nicht mehr. Du hast da so versteckte Dinge irgendwie. Nope, okay, dann nicht. Hinter den Bäumen sind... Oh. Grillen.
Ja. Also das war es gar nicht dahinter. Ich dachte, du bist da dahinter gegangen. Alles schaut schon cool aus mit den ganzen Viechern. Das ist schon cool. Skorpion. Für den Sound. Ach so. Du hast da wirklich quasi in Boxen reintan, oder wie? Also hier dahinter quasi. Hinter den Bäumen. Ach. Alles stimmt, die Grünen hört man. Hahaha, cool, okay. Nice. Coole Idee auf jeden Fall, ja. Also das schaut super aus. Also das ist echt, also es war bis jetzt alles nice, aber das ist mein Favorit hier aktuell. Die Münzen, okay. Eine Packung Kaffee. Alles klar. Statuen. Hier ist der Laden. Ach, die Bewohner. Banana. Oh, das ist der Mond wahrscheinlich, keine Banane. Das Rathaus. Ah, okay. Ach, das war das mit dem View Open. Oh mein Gott, ernsthaft. Ja, das schaut cool aus. Wie viele Stunden bist du da dran gewesen? Wie viele Stunden sprühst du schon Animal Crossing? Respekt. Also ich kenne bis jetzt die Lina, die hat 2245, glaube ich, drauf gehabt. Aber die hat eine neue Insel angefangen, hat die alte quasi einfach nur gelöscht. Was ich schon krass finde mit der Stundenzahl. Respekt. Baumkuchen, ne? Das ist cool. Hau mir ab. Campingplatz, okay. Nice. Ich folgte unauffällig. Ach, das ist ja cool. Hau mir ab. Hotdogs mit Grillkohle. Die 1400 Stunden hast du die wirklich an diese Insel? Weil das ist halt schon krass viel, also ich glaub's, also man sieht's auch unabhängig von dem, dass da wirklich Arbeit drin steckt ohne Ende. Wow. Respekt. Das ist schon echt krass. Noch alles. Im zweiten Haus, okay. Kann man mehr wie ein Haus haben? Okay. Wusste ich nicht. Apuder! Ja, hi! Geht das nicht lang? Was bist denn du? Oh mein Gott.
Voll das Viech, ne? Zweiter Account, okay. Alter, was ist da? Oh mein Gott. Leicht creepy. Einer zweiten. Stimmt, man kann bis zu 4 Leute, glaube ich, auf einer Insel haben. Ah, okay. Zweiten Account könnte gehen. Okay, gefällt mir jetzt schon. Voll mein Geschmack aktuell schon mal. Ja, 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 ja. Tanabata-Bäume, chinesische Lampen. Ah, sau cool. Hau mir ab. Der Beet ist ja sau nice. Alter, also. Ja, ich habe schon gedacht, wie lange noch mal dran basteln und sowas, aber allein das Zeug schon mal zu kriegen, ist ja schon mal so eine Sache. Also, dass die ganzen Sachen einfach mal zum Haben, zum Herstellen, zum Kaufen, zum Lagern in der Zwischenzeit etc. Kapelle ist unten, okay. Hau mir ab. Ernsthaft? Hau mir ab. Also das ist schon sau nice gemacht. Also Respekt. Riesen Respekt. Ohne Scheiß. Also wirklich riesen Respekt. Oben ist die Hochzeitsfeier. Ich kann leider nicht tanzen. Ich kann nur den Move. Hau mir ab. Das schaut schon super aus. Respekt. Eine Pie-Torte. Das ist auch cool. Pie. Das schaut super aus. Also wirklich riesen Respekt. Es passt halt thematisch auch super. Vor allem die Details auch, das ist halt echt krass. Also. Ja, also. Zu alten Piraten. Oh mein Gott. Gibt es irgendein Thema, das du nicht hast auf der Insel? So Cyborg, Dinosaurier gegen Ameisen, Königin und. Ja, hab ich da hinten gebaut. Mhm. Die Dinger sind creepy wie Sau. Die großen Teile da. Ach, die Koi fahren uns sau cool. Die sind nice.
Nutzblumen. Was sind Nutzblumen? Mit der Musik halt auch immer, ne? Also... Argi! Ah Gott. Nicht Argi, sondern Argi. Voll geil. Ohne Scheiß. Respekt. Riesen Respekt. Hau mir ab. Also ich sehe irgendwie so raus, du magst Animal Crossing, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Würde jetzt so ganz pauschal behaupten. Ist es dein erstes oder hast du die anderen auch gespielt? Ist da, ach, das ist so dumm. Ich liebe es, ja. Merkt man. Ganz dezent. Nicht erstes, okay. Asia-Bereich, da hast du mich schon mal. Okay. Du hast die Bewohner aufgestellt, der da wohnt, okay. Ist ja cool. Mit Bildern, ne? War nur ein Zimmer. Die Hunde ja überall. Sorgen. Ich schaue schon, was ich im Vorfeld nicht sehe. Ah, Brücke, ja. Doch, habe ich tatsächlich. Oh, kenne ich sogar. Ach, nice. Okay, voll geil. Pagoden sind ja cool. Also... Mit Bambus, oh mein Gott. Sushi, oh mein Gott. Also... ja, ja. Das ist halt auch sau cool da. Die Dinger, die kleinen Rüschviecher da von Totoro, eventuell. Bin mir ganz sicher. Die Splitter und die Dinger halten, die Kugeln. Das ist halt auch cool. Die Geisha. Ach, cool. Tangos und Sushi und Sashimi. Belgische Waffel, ja, ja. Ach, das ist das eine Ding, das Märchen, das japanische von dem, nicht Pfirsich, sondern die Bambus-Dingsbums-Königin, die dann quasi den Unterwasser, glaube ich, bringt. Mit der Schildkröte, ne? Irgendwie so. Aber sau cool. Also belgische Waffel bin ich dabei, sofort. Mag aber auch andere Waffeln, sonst nicht. Aber Agi, ohne Scheiß, riesen Respekt.
Hol dir von Küche. Bäume, mega nice. Ist mehr Herbst, herbstlich angehaucht, würde ich sagen. Riesen Respekt. Wohnzimmer und Garten sind. .37 aufstehen, 9 Uhr, erst in den Bus. Erinnere mich nicht dran, ich muss um 7 Uhr raus. Spätestens. Angepasst. Ah, okay. Shitsureshimasu. Über 30 aus. Ne, ich hab morgen bis 4. Okay. Ja. Ist auf jeden Fall herbstlich, ja. Aber schaut cool aus. Wollen wir tauschen? Du möchtest bis um freiwillig bis um 4 arbeiten? Ja, okay. Ich hab hau mir ab. Okay, du machst mich gerade absolut fertig, muss ich ehrlich sagen. Reiskocher, oh mein Gott, wie nice. Dann habe ich sogar. So, Shiruchi heißt die Firma. Sorry. Mindestens EE. Also, wenn du Englisch-Test schreibst. Achso, Englisch-Test. Gut, war ja, weiß ich nicht. Müsste schauen. War nicht mehr ganz gut, aber. Schon Zeit her. Oh, Entschuldigung. Ach Gott, das ist hau mir ab ohne Scheiß Respekt. Also ich kann es gar nicht mehr oft genug sagen. Ich kenne das da hinten im Eck, das komische Toilettenset, das habe ich auch. Und ich glaube, das hat mir der Morpheus geschenkt. In Pink allerdings, glaube ich. Das Silber schaut ganz cool aus. Hau mir ab. Also es ist thematisch halt schon echt cool. Hui. Schlafzimmer. Schauen wir mal. Oh. Da kann man sich, das wusste ich gar nicht, dass es geht. Ich habe auch so ein Bett so großes. Ich wusste gar nicht, was ich umdrehen kann. Das ist Asien-Kommode, die kenne ich. Das ist halt schon cool. Ja. Samurai-Ding, also Respekt. Was war das jetzt?
Das Wobei, also, mindestens EE. Jetzt frage ich mich gerade rein, was meinst du mit EE? Oder was ist es? Ich meine, schreiben kann ich den Test schon, ist kein Problem. Wenn das EE irgendeine Note ist, die ich nicht kenne, dann war es doch auch eigentlich gut, oder Atelier. Mein Gott. Wie viele Leute hast du schon fertig gemacht mit deiner Insel? Sag mal ganz ehrlich. Schon 2, 3, ne? Die Tammy auch schon. Hau mir ab. Ach, das ist das coole Bild da, ne? Das Bild, glaube ich, ist das sogar die Fälschung, glaube ich, oder ist das Original? Ich weiß nicht, was das ist. Könnte Fälschung oder Original sein, ich weiß gar nicht. Die, was glaube ich, ist Original sogar. Weil die da gibt es als Fälschung und die Fälschung quasi soll sich angeblich abends, soll sich den Kopf umdrehen und soll quasi direkt herschauen und hinten soll irgendeine so Art Geistergemälde drauf sein, habe ich gehört. Keine Ahnung. Ich habe extra geschaut, dass die komischen Stein gekriegt habe, die Fälschung, den blauen, weil ich den so cool finde, weil er leuchtet. Und eine komische Statue, die dann in der Nacht schwebt. Ich mag so Zeug. Sehr horrorvorbelastet, sage ich immer. Aber das ist schon cool. Ja, genau, das ist auch original, richtig, das sieht man. Das auch. Die Welle. Gott. Zum Arbeitszimmer. Oh mein Gott. Left to fax die Switch nehmen. Trägt auch alles voll, oh mein Gott. Nobel geht die Welt zugrunde, ja. Zu Garten Eden, oh mein Gott. Was da direkt? Hau rein morgen, das boxt. Bin mir sicher. Ich will jetzt sehen, wo du hinrennst. Jetzt da. Okay. Ach, das ist auch so gut, oh mein Gott.
Ja, sprachlos. Mehr kann man nicht sagen. Die Thematisierung halt von den Blumen mit dem Motor oder so. Mein Gott. Also mit Gelb und mit Orange, mit Rot. Hau mir ab. Nochmal. Riesen Respekt. Da kann man sich auch drauf sitzen. Ich habe Finger schon gar nicht mehr auf die Tasten drauf, weil ich Angst habe, dass ich versehentlich in der Blume zupf. Hast wirklich bloß so in der Hand, dann Kontrolle die ganze Zeit. Das ist halt schon cool, ja. Ach, da war der Strand und der Pinke. Alles klar. Ah. Der grüne Bereich da oben ist ja quasi. Alles klar. Ich sag mal, normal ist es nicht mehr. Das ist schon. Ja. Findest du deine Bewohner eigentlich? Ach, für Sternschnuppen, sau nice. Ja gut, stimmt. Haut sich bei mir noch nicht, aber kann man quasi in Home schauen. Ja, genau, verstehe ich. Verstehe ich. Kurz die Karte im Land schauen. Ach, Morpheus hast du auch. Morpheus habe ich auch. Die Fatima habe ich auch. Misuzu, okay. Marianne. Guna ist cool. Froni mag ich auch. Huschke, mal schauen. Aber sau cool, wirklich, Respekt. Also, es ist halt echt alles komplett durchdacht irgendwie. Also, jeder Quadratzentimeter dekoriert. Aber es ist wohl schon so, wenn es irgendwo auf einer Insel regnet, regnet es wirklich anscheinend überall. Bei mir anscheinend auch. Aber mit dem Ding, dass man weiß, wer da wohnt. Ach, da habe ich sogar schon was gekriegt von den komischen Wolkenzeugs. Genau, Hello Kitty, die Büsche, sowas habe ich auch schon. Genau. Das war erstmal, ja gut, erstmal ist gut, ja. Also, riesen Respekt nochmal. Riesen Respekt. Also, am schwarzen Brett findest. Kommentare. Tom Nook. Welcome.
Sehr schöne Insel Peachy von Ein Träumchen. Ein traumhaft schönes Erlebnis. In jeder Ecke schlummert eine überzeugende Inspiration. Mein Favo, das Atelier. Vielen Dank für das tolle Erlebnis. Hi, war echt eine tolle Führung und echt schöne Insel. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Melanie von Takanuka. Hey, die Insel ist so schön, dass ich jetzt schon eine Stunde hier bin. Ich liebe es hier. Und dich finde ich auch mega nett. Vielen Dank für die tolle Inselführung. Hab viel Spaß gemacht. Liebe Grüße. Hammerinsel. Super schöne Insel. Habt die ein oder andere Inspiration mitbekommen. Mega Insel, danke, dass ich hier sein durfte. Und hier noch ein kleines Zitat. Schau doch, wie schnell die Nacht zum Tag wird. Karin von Avonlea. Anne Nux. Also, okay. Deine Insel ist so nice. Naja, ist halt eine Insel. Es ist das Beste. Naja, ist halt eine Insel. Soll ich mich auch verewigen? Lecker. Okay. Was schreiben wir die denn? Ähm. Scheiße, im Englisch-Test. Ja, ich sage, was muss ich denn zusammenkriegen für ein Ding, für eine Note? Was brauchst du denn? Drei, also Realschule 2 oder 3 reicht. Also E3 ist es. Achso, EE, das war E3 vorher. 2 oder 3 reicht. Habt ihr am Aushang noch was hingelegt? Hoffe, es gefällt dir. Okay, schau gleich mal. Bin gerade am Schreiben. Riesenrespekt. Da haben wir's. Also, mein Standardfehler. Na, Apolut ist schon richtig. Ich wollte Apolut schreiben. Nee, absolut wäre schon richtig gewesen. Mist, komme ich da wieder hoch? Ah, da. Eine A. Absolut. Also, ich muss ehrlich sagen, jetzt hätte ich es nur hinschreiben müssen. Favorit tatsächlich, muss ich ganz, also cool ist alles,
Ich finde es sau cool, wie thematisiert du die ganzen Sachen da quasi hast. Also die, gerade hier mit Tom Nook, auch mit den Bildern, voll geil mit dem ganzen Sprayzeug. Es passt halt einfach alles. Es ist so cool gemacht, weil wirklich alles ineinander passt. Also auch die Dinger, die, egal was, es steht irgendwie nix. Aber keine. Nee, aber ich meine, zum Beispiel hier wohnt sie, hier ist der Sticker drauf, man weiß, dass er wohnt, ist er thematisiert in einem bestimmten Bereich, dann die Übergänge passen halt. Die Pirateninsel, die Bucht, die 1400 Stunden hat er gesagt. Oder hat sie gesagt? 1400 Stunden. 1470 Stunden, gleich waren's. Also ich meine, hier, also es steht irgendwie nix überflüssig rum, finde ich, oder irgendwas, oder nix, was irgendwie nicht dazu passt, muss ich sagen. Ist sie neu oder schon lange? Ich meinte, nicht gucken. Kannst du auf der Switch gucken, meine Zeit ist öffentlich. Achso. Weiß Gott, sehe ich dich jetzt überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht, wo man nachschauen kann, tatsächlich. Nutzt du, mit denen gespielt wurde? Ah, da. Steht jetzt sogar nicht mal was dabei, tatsächlich. Oder ich sehe es gerade aktuell nicht. Bei Freund hinzufügen, sagst du? Gut, da waren wir ja. Genau. Nö, steht jetzt nicht dabei. Aber das vorher war so 1400 gesagt, ja, das glaube ich dir auch. Also, wenn ich die Insel anschaue, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich finde es auch cool. Am aller coolsten, muss ich ganz ehrlich sagen, seltsam, finde ich den Märchenwald tatsächlich. Und dass ich nicht mehr aus der Insel rausfinde, glaube ich. Moment, ich schaffe das. Da geht's raus. Ah, da ist er. Vielen lieben Dank. Achso, das hat Moment. Vielen Dank, danke dir. Die Pagode ist cool. Danke. Wirklich danke. Ja, freut mich. Danke dir. Da schaue ich nochmal. Können wir gern zeigen, ist ja kein Problem. $1480 oder länger, ja. Also, ich glaube 1475 hast du geschrieben gehabt, ja. Das kann sein. Ja, Respekt. Also, ist ja cool mit dem Ding, mit den ganzen Bordern wirklich die Leute hinschreiben können. Ist cool, freut mich. Gerne wieder. Und danke für die Pagode, freut mich, danke dir. Also, ohne Scheiß, Respekt. Riesen Respekt. Also, die Detailverliebtheit ist halt krass. Kannst du meine Traumreise besuchen irgendwann? Hast du Animal Crossing Insel? Komme ich gern vorbei. Alles gut. Also wie gesagt, ich spiele es gern selber. Ich bin egal was. Ja gut, okay. Ich schau mal. Also wenn ich
Falls ich mal ein Rezept oder sowas suche, gerne. Aber voll cool, also wirklich. Achso, Moment. Schauen wir gleich. Übst du schon in Englisch? Na, Rezepte mag ich schon, aber ist kein Problem. Yes. Okay, nochmal. Vielen lieben Dank. Vielleicht sehen wir sie wieder. Hm? Kesselbad. Kokosnusswasser. Danke dir. Vielen Dank. Und nochmal riesen Respekt an die Insel. Wirklich ein riesen Respekt. Also ich kann es nicht oft genug sagen, es schaut sau cool aus. Es ist detailverliebt bis ins Letzte. Ich finde es mega nice. Mir gefällt's. Die Häuser sau cool. Allein die 2 Häuser schon von dir. Ja. Das Zeug wie die Kanaldeckeln. So Gruschzeug. Ich finde es so geil. Cool. Ja, ich finde es cool. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Vielen Dank. Der Dialekt göttlich. Meiner. Was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht. Vielen Dank. Aber ja, ich habe Dialekt. Ich will nach Hause. Ja, ja, logisch kommt der raus. Logisch. Merkst du gar nicht. Nein, merke ich ja nicht. Also, das Schlimme ist, ich versuche ja eigentlich gar nicht anders zu reden. Ich mache es irgendwie automatisch, dass ich ein bisschen Hochdeutsch rede. Bisschen. Aber meistens haut es noch durch, das weiß ich ja. Zum Beispiel jetzt. Ich mag meinen Dialekt. Drum, kein Thema. Also nochmal, Agi. Respekt. Ein bisschen wegen, gell? Ein bisschen wegen, ja. Ja, ganz schlimm ist, wenn ein paar dabei sind, die ich kenne, halt auch Bayern, Österreicher, egal was, dann wird's kritisch. Oder bei Mario Kart ist ganz kritisch, weil da sind wir wirklich im Discord quasi zusammen. Zu Halloween benutze ich auch die gefälschte Statue, die ist schön gruselig. Die gefälschte Statue. Also ich kenne die ganzen Kunstgegenstände nicht wirklich. Ich habe gerade heute den blauen Stein, habe ich mir besorgt. Der kommt erst morgen mit der Post. Und die Sarah schickt mir den komischen, was ist denn das? So Steinroboter, sage ich jetzt einfach mal. So eine komische Statuette. Mit 2 so Kopfschmuck-Antennen-Dinger. Die sind... Isa von der Spezibucht. Look rück for you, YOLO. Ah. Look rück for you. Oh nein, mit ablegen. Ich möchte es nehmen. Auspacken. Das Gurkenpferd, ich kann schreien. Die Leuchte schwebt. Ja, genau. Das meinte ich. Die meine ich. Deswegen wollte ich die. Und das Gemälde, wie gesagt, habe ich noch gesagt, aber die gefälschte Statue. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Die mit dem Frauenkopf oder die gar keinen Kopf hat? Ach, doch die. Ja, doch. Genau. Genau die kriege ich auch. Genau die haben wir quasi besorgt. Genau die. Die finde ich sau cool. Die kriegt den Platz. Muss ich schauen, wohin? Die ist toll für die Deko. Ja, genau, das meine ich.
Ja, da habe ich, das Bild brauche ich noch. Mal schauen. Das kommt bestimmt irgendwann, kommt da rein. Bestimmt irgendwann. War das bestimmt irgendwann dabei. Ich sage, ich bin noch ganz am Anfang. Stell dich mal da hin. Das sind zwei Häusel da. Ein Vogelhäusel und ein Pagodenhäusel. Und das Gurkenpferd muss man kurz anschauen. Oh mein Gott. Gurkenpferd und Melanzani-Kuhne. Melanzani. Die Aubergine. Der Vorgang und im Wohnzimmer sind ja immer an die Jahreszeit oder das aktuelle Event angepasst. Ach so. Du baust das regelmäßig um auch noch. Voll die Zucchini-Schleuder, ne? Ach Gott, sau cool. Das ist das Gurkenpferd. Was der Pilz ist, dann mache ich wieder einen Pilz aus meinem Wohnzimmer. Ah, okay. Ach, wo jetzt das ganze Herbstding war. Alles klar. Das Gurkenpferd. Ich verreck. Gibt es auch noch als Aubergine? Ja, die Aubergine Kuh, also österreichisch Melanzani. Aber ich sage auch Aubergine. Bin auch Österreicher. Aber Melanzani ist ein saucooles Wort. Melanzani. Moment. Das war auch irgendwie so ein Event, glaube ich, oder? Die Aubergine. Ich bin gelinde gesagt. Existenz. Ach so, okay. Bitteschön, bitte, bitte, bitte. Ich meine, wenn du schon die Führung machst. Ah Gott, aber cool. Aber das haben wir überhaupt gelernt. Was hast du mir eigentlich gegeben? Wollte ich gerade sagen. Zack. Der. Kokos. Davor Wochenendgottheit. Ich bin Vollblut, Halbprofi, davor Wochenendgottheit. Ja, das ist der Existent. Ah, das ist Kokosnusswasser und Kesselbad. Ach, cool. Ich habe das, mit leere Existenz habe ich irgendwo gekriegt. Das hat mir so gut gefallen, weil die Existenz passt. Und leere Existenz wollte ich zuerst machen. Na gut, okay, egal. Dann war ich autonome Existenz und dann meinte ich, jetzt passt. Mit dem rechten. Ach, okay. Alles klar. Geschmackvolle Existenz. Wäre nicht schlecht. Globale Existenz. Internet-Existenz. Das lasse ich. Ich glaube, Internet-Existenz ist gut, ja. Smartphone sogenanntes sorgenfrei. Internet-Existenz ist cool. Das passt.
Ja, Internetexistenz. Passt, perfekt. Ach, so ein Scheiß. Ach, da war der Chatler nochmal genau. Von dir. Genau, das Geschrieben Wohnzimmer und Garten sind immer an die, das ist immer an die Jahreszeit, habe ich leider nicht gesehen gehabt. Angepasst, genau, das geschrieben gehabt, genau. Aber sau cool. Ey, nicht wie sich selbst redet, das ist richtig, ja. Wobei ich sagen muss, das war tatsächlich, hat mich keine Überwindung gekostet, wenn ich bin. Viele haben da gar kein Problem damit, dass sie einfach reden, das ist mir ziemlich wurscht tatsächlich. Ich glaube, das passt schon. Ich finde, ich rede sogar immer zu wenig im Stream, aber irgendwie, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das meint. Okay. Was haben wir heute verkauft eigentlich? Das waren 40.000? Ja. 54.000. Okay, passt. Das können wir brauchen. Und im Konto haben wir aktuell. Mal kurz schauen. Internet-Existenz, die mit sich selbst redet. Willkommen beim Nook-Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Ich hätte gerne einen Bankautomat. Ja, 100.000 knapp. 110.000. Hätten wir schon 50.000, ne? Ja, gut. Ja, kommt. Geht einigermaßen. Beenden. Was brauchst du? Nee. Brauche ich nicht. Danke dir. Danke, möchte ich nicht. Danke fürs Angebot, immer gerne. Aber, danke, aber nein, danke. Ich spiele jetzt den 6. Tag oder sowas, oder 5. Tag, ich weiß gar nicht genau. Wir sind eh sau weit. Ich meine, ich habe jetzt ich habe schon ein paar Meilentickets geschenkt gekriegt. Es muss echt nicht sein. Alles gut. Und ich mache mal kurz die... Ich glaube, erst Multimillionär, wenn du von jedem annimmst. Ja, das will ich aber nicht. Ich sage euch, ich will es ja... Das macht er, ist ja kein Spiel mehr dann, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es mal nice, so eben die Pagode, so Möbelstücke mal geschenkt zu kriegen. Ist alles okay, kein Problem. Nehme ich gern. Ich nehme mal gerne mal, wenn ich sage, okay, mal irgendwelche Blumen tauschen, am Anfang die Früchte, alles okay. Überhaupt kein Stress. Kann er jederzeit, wenn er mag, zu mir kommen zwecks Rübenpreise. Ich gehe ja gerne auf eine andere Insel zwecks Rübenpreise. Überhaupt kein Thema nicht. Von sowas reden wir gar nicht. Aber dass jetzt quasi alles hergeschickt kriegt und das will ich nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich finde es krass, wie schnell das tatsächlich geht. Bei jedem Besuch lasse ich gerne immer etwas da. Ich sage, kannst gern kommen. Aber bei mir sieht man halt nicht allzu viel. Aber das muss ja gar nicht sein. Ich freue mich, wenn mir jemand seine Insel zeigt. Mehr will ich gar nicht. Und ich werde dann versuchen, nach Möglichkeit, so wenig wie möglich oder nichts zu kopieren. Ich habe noch nie hässliche Inseln gesehen. Ja, jede hat eine Insel. Jede Insel ist irgendwie schön, sage ich jetzt mal, auf der Art und Weise, ganz klar. Ich meine, gut, meins ist aktuell sowas, ist halt jetzt nicht so schön, der Fischhaufen da. Aber es hat gebunkert aktuell, falls der Otter mal kommt. Von dem her, und die Blumen, das ganze Zeug ist aktuell bei mir wirklich nur kreuz und quer anbaut, einfach, dass ich was habe, dass ich was ausgraben kann und dann später platzieren kann. Dass ich die ersten Mischungen mal kriege, so nach und nach. Und das geht jetzt aktuell. Kürbis eben anpflanzt und wir auch ein paar Stiele haben. Mehr ist gar nicht. Ja.
Ich würde mich freuen, wenn du dich von mir inspirieren würdest. Der Märchenwald ist auch inspiriert. Der Märchenwald ist auch das Coolste. Also was das Coolste? Es war alles cool. Aber der Märchenwald war halt, war genau mein Fall. Mit dem Moos, also, ich sag mal, ich habe ein bisschen was im Kopf, was ich machen will. Ich weiß noch nicht genau, was es in Animal Crossing alles gibt. Darum bin ich froh, wenn ich andere Inseln sehe. Darum ein bisschen können wir machen, ja. Also, morgen ist erst einmal Ark. Morgen wird kein Animal Crossing sein. Ich fürchte es dann gleich dazu, nach dem Stream. Aber ich glaube, sonst müssen wir schauen. Es ist, weil jetzt sehe ich quasi auch, was rumsteht, was es so gibt. Ich bin bei. Ich sage, ich war schon mehrfach in Japan und darum würde ich da auch gern so asiatisch angehauchten, ich sag mal Garten zumindest. Darum haben wir die Moosstatuen, habe ich sau cool gefunden, liebe ich ohne Ende. Mag ich sau gern. Ich werde, wenn es irgendwie geht, einen Friedhof hinzimmern irgendwo. Einfach wegen der Horrorrichtung, gefällt mir einfach. Ich hätte einen Victor sau gern als Bewohner. Den werde ich mal auch suchen, hundertprozentig. Die Mumienhund. Möchte ich auf jeden Fall haben. Und es gibt, glaube ich, noch einen, so eine Art Vampir. Ich weiß gar nicht, was es genau war. Müsste aber noch mal schauen, wie die genau geheißen hat. Ich habe zu Anfangszeiten bei einem Time Traveler die Pilzlampen gesehen. Ab da hatte ich die Idee für meinen Märchenwald. Also die Victor hatte ich auch mal. Ah, okay. Ne, Victor finde ich cool. Also ich glaube, auf Deutsch heißt der, glaube ich, Victor. Auf Englisch Lucky. Also der Mumienhund halt einfach. Ich bin auch gespannt, was noch kommt. Die haben jetzt quasi für dieses Jahr, hat der Animal Crossing, also Nintendo, haben sie ja noch Updates angekündigt, was ich mitgekriegt habe. Also das eine war mit dem Auberginenpferd und Auberginen-Kuh und Gurkenpferd war ja mehr so, naja. Aber das Feuerwerk war vor kurzem erst im August und ich dachte, sie wollten etwas Größeres machen. Ich hoffe auf das Freunde-Update. Dass man wirklich mal mit den Freunden, die quasi auf die Insel kommen, auch was machen kann. Ich meine, klar, man kann rumrennen, man kann was zeigen, kann die Emotes machen. Alles klar, passt einmal frei. Jetzt ist Victor bei meiner Nichte auf der Insel. Er hat mich sogar wiedererkannt. Okay, das geht. Cool. Das finde ich cool. Wenn es wirklich geht. Wenn ich weiß, die fragen dich irgendwann, ob sie was anderes machen wollen, ob dir was anderes einfällt, dann kannst du ihnen quasi sagen, ja, du kannst gern gehen. Das weiß ich, irgendwie so geil funktioniert. Oder du beschwerst dich bei der Melinda, glaube ich, mehrfach. Dann kriegst du das auch irgendwie los. Habe ich da gesagt, das ist cool. Definitiv. Die sitzen rum. Hier gibt es jetzt, oder? Ist da was Neues drin? Nö, schade. Okay. Alles klar. Aber alles Gute, Lieben. Ich muss morgen auch wieder aufstehen. Ich würde vorher Schluss machen, tatsächlich. Linda hat keinen Einfluss auf den Auszugswunsch. Also hast du nicht? Okay. Man kann sich irgendwie beschweren bei der, haben wir gedacht, oder? Oder über den Bewohner irgendwie was sagen? Oh gut, das wirst du besser wissen, denke ich mal. Aber kurz mal zu einem Update. Ich hoffe, so blöd wie es sich anhört. Ich hoffe, dass Bananen wiederkommen. Hat es in New Leaf gegeben, Bananen? Gibt es hier nicht. Ich hoffe, sie kommen. Er hat nur 1, 2 Fruchtarten mehr. Und ich hoffe, dass das Freundes-Update kommt. Ach, um Kleidung zu resetten. Dass quasi der Bewohner wieder die Standardkleidung kriegt, die er von Anfang an hat, oder wie? So geht es. Zelda Crossover wäre auch cool, ja. Das stimmt. Wäre ich her dabei. Ja. Zelda Crossover wäre ich her dabei. Definitiv. Safe. Ja, ich liebe Zelda. Jedes gespielt. Ausnahmslos. Gameboy, NES, Super Nintendo, scheißegal. Breath of the Wild natürlich auch. Nur das DLC habe ich noch nicht gemacht. Das ist das einzige. Mein Märchenwald kommt dann das Masterschwert. Da passt dazu, das stimmt, ja. Da passt dazu. Ja, definitiv. Ich bin gespannt. Wenn es mal soweit ist, melde dich wieder. Ich schaue gerne wieder vorbei.
Okay, aber trotzdem, wie mir gesagt, macht die DLC ist toll. Ja, ich weiß, mein Problem ist, ich habe Breath of the Wild für die Wii U. Vor allem im Master Mode. Ah, ich weiß. Im Master Mode habe ich schon was gesehen. Ich habe die Fahrzeuge gesehen und alles. Ähm, aber für die Wii U ist halt, weiß ich nicht. Da heißt noch was machen. Ich glaube, der Spielstand kann ich den übertragen auf die Switch. Oder, Agi, danke dir. Vielen lieben Dank. Ich würde jetzt ungern das alles nochmal neu machen, weil da war doch einiges an Zeit tatsächlich her. Ich habe die ganzen Tempel und alles, darum muss ich mal schauen. Wäre eine Idee. Wäre eine Idee eventuell. Die Spiele müsste ich eh mal übertragen. Bei Wii U habe ich zwei tatsächlich. Deutsche und der japanische. Da ging es nicht anders. Die Switch kann man umstellen. Da ging das ganz gut. Stunden Breath of the Wild. 290 werde ich nicht zusammenkriegen. Ich müsste schauen. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß ehrlich gesagt immer. Schon ewig her, wo ich das gespielt habe. Ich habe tatsächlich, glaube ich, Skyward Sword sogar. Skyward Sword, mein Gott. Skyward Sword habe ich tatsächlich sogar nach Breath of the Wild gespielt. Das Einzige, was mich an Breath of the Wild, ich sag mal, gestört hat, kann man nicht sagen, war mehr so, ich habe so sehnlich durchgespielt. So blöd sich's anhört. Ich bin halt quasi rumgerannt, habe die Tempel gesucht und alles, bin halt dann in der Nähe von dem Schloss gerannt, bin da über die Mauer drüber geraxelt, hab da ein, zwei Gegner gemacht und dann war ich beim Endgegner immer, scheiße. Das war blöd. Da war ja. Das hat ein bisschen die Luft rausgenommen im ersten Moment. Aber hab dann später noch weitergemacht und die restlichen Dinge noch gesucht, die restlichen Tempel. Also, wenn ich jetzt nicht lüge, wenn ich keinen Schmarrn soll, Tempel müsste ich alle haben. DLC habe ich keins. Ich weiß, ja. Aber so müsste ich eigentlich alles haben. Aber 290 Stunden habe ich nicht. So lange war es nicht. Aber ich bin auch ewig rumgerannt, ewig rumgekraxelt. Ich war am Anfang ein bisschen nicht so begeistert, sage ich jetzt mal, von den ganzen, weil die Schwerter kaputt gehen können, das ganze Zeug. Das war jetzt nicht so mein Fall. Aber auch das Master-Schwert, das sich dann quasi wieder auflädt und alles, hat aber was. Macht's deutlich schwerer. Hast du oft wieder angefangen, okay. Ja, dann müssen wir schauen, vielleicht. Aber dann müssen wir das Switch nochmal holen. Weiß ich nicht, muss mal schauen. Was wir am besten machen. Weiß ich nicht. Aber die Idee wäre es eventuell. Die Idee wäre schon cool mal. Muss ich mal schauen. Eventuell. Ich weiß ja nicht. Cool wäre es schon. Das ist schon Ewigkeit. Ewig lange soll nicht mehr da gewesen. Ich finde ja für den Gameboy ist auch cool, muss ich ehrlich sagen. Haben mir auch immer gefallen. Die alten 2D-Dinger. Liebe ich auch ohne Ende. Voll. Also, genau mal wieder. Aber gut. Nochmal. Agi, vielen lieben Dank nochmal für alles, fürs Zeigen. Mega nice. Danke für Follow nochmal. Tammy ist schon weg, aber auch nochmal danke für den Host. Raid war es, glaube ich. Raid, ja genau. Ist da danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen ist Arc erst einmal. Auch wieder so gegen Viertel nach 8, denke ich mal. Sowas werde ich Zeit haben. Ab da geht's normalerweise. Schlaf gut und schön, dass du da warst. Wenn ich was Neues brauche, sage ich Bescheid. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall. Bin gern wieder da. Okay. Star Trek, ich dich gleich. Schauen wir gleich. Und gut, nochmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.